Früher waren die Möglichkeiten der Polizeibeamten sehr begrenzt. Um die Schuld zu beweisen, mussten physische Beweise oder Geständnisse gefunden werden. Mit dem Aufkommen moderner Technologien gibt es jedoch deutlich mehr Ansatzpunkte für eine Anklage. Allerdings muss jeder Beweis in den Augen der Geschworenen weiterhin überzeugend sein. Im Jahr 2025 lebten die 41-jährige Christine Brock und ihr 45-jähriger Ehemann James Brock mit ihren Kindern in ihrem Haus. Es lag am Rande einer ländlichen Gegend in der Kleinstadt Carlton im US-Bundesstaat Georgia mit etwa 25.000 Einwohnern. Zu diesem Zeitpunkt war das Paar bereits seit etwa 10 Jahren zusammen, aber offiziell heirateten sie erst am 12. Dezember 2023. Bevor sie James kennenlernte, war die Frau bereits verheiratet und hatte eine Tochter namens Sarah. Auch James hatte zum Zeitpunkt der Bekanntschaft mit seiner zukünftigen Frau Kinder, die bei seiner Ex-Frau lebten. Das Ehepaar Brock bekam eine gemeinsame Tochter. Christine und James galten als anständige Familie, aber nicht alles verlief ideal. Im Jahr 2021 wurden bei dem Mann ernsthafte Gesundheitsprobleme festgestellt, insbesondere mit dem Herzen. Bereits im Juli desselben Jahres wurde James ins Krankenhaus eingeliefert. Während dieser Zeit veröffentlichte seine Frau regelmäßig Beiträge in sozialen Netzwerken, um Freunde und Verwandte über die Probleme ihres Mannes zu informieren. Am Ende wurde ihm eine mechanische Pumpe implantiert. Dieses Gerät wird chirurgisch in den Brustkorb eingesetzt, um das Blut vom Herzen durch den gesamten Körper zu pumpen. James verbrachte fast einen Tag lang an ein Lebenserhaltungssystem angeschlossen, wurde aber bald darauf mit dem mechanischen Gerät, das sein Leben erhalten sollte, aus dem Krankenhaus entlassen. Dies war eine vorübergehende Lösung, da eine Herztransplantation erforderlich war. Bei ihm wurde eine lebensbedrohliche Herzinsuffizienz im Endstadium diagnostiziert. Nach der Implantation der Pumpe schien sich die Situation jedoch zu stabilisieren. Bereits am 27. Juli 2021 veröffentlichte Christine ein Foto von sich und ihrer jüngsten Tochter Jay, die ihr einziges gemeinsames Kind war. Der Beitrag spiegelte die schwierige Situation wider, wirkte jedoch deutlich positiver als die vorherigen. Das Ehepaar hatte ein enges Verhältnis zu allen Kindern, auch zu denen aus früheren Ehen. Einige Jahre vor der Tragödie hatte das Paar Beziehungsprobleme, konnte diese jedoch später überwinden. Im Jahr 2025 begannen die Eheleute, sich aktiver am Leben der Gemeinde zu beteiligen und besuchten eine Kirche in Carlton. Die Familie galt als lebensfroh und engagiert, dennoch kursierten verschiedene Gerüchte über sie. Diese bezogen sich vor allem auf ihren plötzlichen Zugang zur Religion. James Brock hatte über viele Jahre hinweg eine gleichgültige Haltung gegenüber dem Glauben an Gott eingenommen. Nachdem der Mann jedoch gesundheitliche Probleme entwickelte und es zu Spannungen in der Beziehung kam, vertieften sich beide in die Religion und wurden aktive Gemeindemitglieder. Trotz anfänglichen Unverständnisses in ihrem Umfeld akzeptierten die meisten diesen Schritt als Versuch persönlicher Veränderung. Sie selbst beschrieben diese Phase als eine Art Wiedergeburt und blickten mit großer Begeisterung in die Zukunft. Christines Tochter Sarah aus erster Ehe lebte gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Im Jahr 2025 war sie 16 Jahre alt und freute sich auf ihren 17. Geburtstag. Soweit bekannt, hatte es eine Phase gegeben, in der ihr leiblicher Vater das alleinige Sorgerecht für sie erhielt. Als es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Christine und ihrem zweiten Ehemann James kam, zog Sarah vorübergehend zu ihrem Vater Daniel. Im Jahr 2023 beruhigte sich die Situation jedoch und Sarah äußerte selbst den Wunsch, zu ihrer leiblichen Mutter und ihrem Stiefvater zurückzukehren. Alles schien sich zum Guten zu wenden, bis sich eine schreckliche Tragödie ereignete. Am frühen Morgen des 20. Februar 2025 ging beim Notrufdienst 911 ein Anruf aus einem Haus am Rand von Carlton ein. Eine junge Frau, die sichtlich in Panik war, wandte sich an den Dispatcher. Sie erklärte, dass ihre jüngere Schwester am Morgen die Leichen ihrer Mutter und ihres Stiefvaters ohne Lebenszeichen entdeckt habe. Das Mädchen, das den Notruf absetzte, hieß Sarah Grace Patrick. Ihre Familie galt als anständig und fleißig. Sie lebten dort mit ihren beiden Kindern und beide Eltern widmeten ihre gesamte Kraft der Erziehung der jüngeren Generation. Daher galten sie als das letzte Paar, von dem man hätte erwarten können, dass es ein so unglückliches Schicksal ereilen würde.
Die örtliche Gemeinde schätzte sie sehr. Entsprechend war die Nachricht vom Mord an dem Mann und der Frau für alle ein schwerer Schlag. Kriminaltechniker und Ermittler kamen zum Tatort. Sarah Grace Patrick und ihre jüngere Schwester warteten im Haus auf Hilfe. Die 16-jährige Sarah Grace Patrick erklärte, dass sich ihre Eltern im Hauptschlafzimmer befänden. Die Polizeibeamten fanden dort die Leichen der 41-jährigen Christine und des 45-jährigen James, die in ihrem blutüberströmten Bett lagen und bereits seit etwa 7 Stunden tot waren. Beide wiesen Schussverletzungen am Kopf auf, die zum sofortigen Tod geführt hatten. Der Lage der Leichen nach zu urteilen, konnten die Opfer nicht einmal auf den Angriff reagieren und blieben in ihrer Schlafposition liegen. Die Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden am Tatort erregten die Aufmerksamkeit der Nachbarn. Schon bald versammelten sich Menschen vor dem Haus der Familie Brock und fragten sich, warum gerade diese harmlose Familie ein so grausames Schicksal ereilt hatte. Alle kannten sie als freundliche, wohlhabende Menschen, die nicht in kriminelle Machenschaften verwickelt waren. Sie hatten keine offensichtlichen Feinde. Viele rätselten, was zu dem tragischen Ende des Ehepaares geführt haben könnte. Die Ermittler prüften verschiedene Motive für den Angriff auf die Familie. Die erste Version war ein Raubüberfall, der nicht nach Plan verlaufen war. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch an den Fenstern, jedoch wurden an der Eingangstür Spuren entdeckt, die an Beschädigungen durch ein Brecheisen erinnerten. Diese Version wurde jedoch schnell verworfen, da nichts aus dem Haus gestohlen worden war. Selbst an gut sichtbaren Stellen blieben Wertgegenstände zurück, die unweigerlich die Aufmerksamkeit von Einbrechern auf sich gezogen hätten. Selbst wenn es den Tätern gelungen wäre, gestört zu werden, hätten sie diese zumindest in ihrer Eile mitnehmen können. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde ein kleines, aber wichtiges Detail bekannt. Laut Sarah Grace Patrick sei die Eingangstür nachts nicht abgeschlossen gewesen. Diese Aussage erschien unvorstellbar. Die Polizeibeamten konnten kaum glauben, dass es im Jahr 2025 noch Amerikaner gab, die anderen Menschen so sehr vertrauten, dass sie ihre Eingangstüren nicht abschlossen. Es handelte sich zwar um eine enge und geschlossene Gemeinschaft, in der sich alle kennen und miteinander kommunizieren. Dennoch hatte niemand je gehört, dass dort jemand seine Türen nachts offen ließ. Alle Nachbarn bestätigten dies. Ein Einbruch kam daher aus mehreren Gründen nicht in Frage. Laut Sarah Grace Patrick befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls die Eltern, sie selbst und ihre knapp 5-jährige Schwester im Haus. Sarah Grace Patrick behauptete, sie habe keine Schüsse gehört, während ihre jüngere Schwester angab, sie gehört zu haben. Da die ältere Schwester den Fernseher laut eingeschaltet hatte, nahm sie an, dieser sei die Geräuschquelle gewesen. Die 16-jährige Sarah Grace Patrick beharrte jedoch darauf, keinen einzigen Schuss wahrgenommen zu haben. Die Ermittler versuchten daraufhin, den ungefähren Zeitpunkt des Todes des Ehepaares einzugrenzen. In diesem Zusammenhang gab Sarah Grace Patrick einen weiteren Hinweis. Nach ihren Angaben habe sie einen Alarmton von der Herzpumpe ihres Stiefvaters gehört. Normalerweise gab diese Pumpe einen piependen Ton von sich, wenn es zu Störungen kam. James hatte zunächst vermutet, das Gerät sei defekt, lernte jedoch später, es so einzustellen, dass es keinen Lärm verursachte. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass das Piepen in dem Moment eingesetzt haben könnte, als das Herz des Mannes aufgehört hatte zu schlagen. Nach der Erinnerung von Sarah Grace Patrick geschah dies zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens. Sie stand nicht auf, um nachzusehen, da sie das Geräusch im Halbschlaf gehört hatte und es für eine weitere zufällige Fehlfunktion bei ihrem Stiefvater hielt. Am Morgen hörte das Mädchen zwar den Wecker klingeln, reagierte jedoch ebenfalls nicht darauf. Ihre Aussage, dass sie das Piepen der Herzpumpe wahrgenommen, die um ein Vielfaches lauteren Schüsse jedoch nicht gehört habe, gab in den Augen der Ermittler Anlass zu düsteren Überlegungen. Zwar wäre es theoretisch möglich gewesen, dass der Täter spezielle Mittel eingesetzt hatte, um die Schüsse zu übertönen, dennoch erschien das Verhalten von Sarah Grace Patrick in jedem Fall auffällig. Die Familie lebte in einem recht großen Haus, jedoch nicht in einem Ausmaß, das es plausibel erscheinen ließe, den Einbruch, den Angriff und die Ermordung von 2 Erwachsenen mit Schusswaffen vollständig zu überhören. Nach der Befragung von Sarah Grace Patrick begannen die Polizeibeamten mit den Nachbarn der Familie Brock zu sprechen und nach möglichen Informationsquellen zu suchen. Sie interessierten sich insbesondere für die Familie auf der gegenüberliegenden Straßenseite, da diese eine Überwachungskamera an ihrer Haustür installiert hatte.
Die Nachbarn gewährten bereitwillig Zugang zu den Aufzeichnungen, doch auf den Bildern war nichts Verdächtiges zu erkennen. Die Ermittler überprüften die Aufnahmen aus den Stunden vor dem mutmaßlichen Mord sowie aus der Zeit danach. Sie hofften, das Fahrzeug der Täter zu entdecken, das in der Nacht vor dem Haus geparkt gewesen sein könnte, jedoch ohne Erfolg. Auch war auf den Aufnahmen niemand zu sehen, der das Haus verließ. Da sich zwischen den Grundstücken jedoch dichte Vegetation befand, konnten diese Möglichkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es war denkbar, dass es den Angreifern gelungen war, unbemerkt zu entkommen. Ebenso bestand die Möglichkeit, dass sie ihr Auto in einiger Entfernung abgestellt hatten und den Weg zum Haus der Brocks zu Fuß zurücklegten, um nicht gesehen zu werden. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt, während die Familien beider Opfer trauerten. Besonders beunruhigend war für viele Menschen die Sorge, dass der Täter der Justiz entkommen könnte. Zudem fürchtete man um Sarah Grace Patrick und ihre 5-jährige Schwester, die zu unerwünschten Zeugen geworden sein könnten. Es war nicht auszuschließen, dass die Täter zurückkehren würden, um sie zum Schweigen zu bringen. Einige Tage vergingen, bis die gerichtsmedizinischen Untersuchungen der Leichen abgeschlossen waren. Anschließend wurde die Beerdigung angesetzt. Auch Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden waren bei der Trauerfeier anwesend, um mögliche verdächtige Personen zu beobachten. Es erschienen jedoch keine unbekannten oder auffälligen Fremden. Während der Beerdigung hielt Sarah Grace Patrick eine Rede. Als die Polizeibeamten ihr zuhörten, fiel ihnen erneut das ungewöhnliche Verhalten des Mädchens auf. Ihre Worte wirkten wie eine Entschuldigung und niemand sah Tränen in ihrem Gesicht. Sie erschien auffallend kontrolliert für eine Teenagerin, die ihre leibliche Mutter verloren hatte. Zwar wurde sie zu diesem Zeitpunkt keiner Straftat beschuldigt, doch die Behörden begannen, ihr Verhalten genauer zu beobachten. Sarah Grace Patrick war eine aktive Nutzerin von TikTok. Unmittelbar nach der Beerdigung begann sie, die Plattform noch intensiver zu nutzen. Sie veröffentlichte Beiträge, in denen sie schilderte, wie ihre Eltern ums Leben gekommen waren und wie sehr sie unter dem Verlust litt. Zudem beklagte sie, dass sie nun kein Zuhause mehr habe. Da Sarah Grace Patrick minderjährig war, wurde sie in die Obhut ihres leiblichen Vaters gegeben. Ihre 5-jährige Schwester wurde abwechselnd von Angehörigen ihrer Mutter und ihres Stiefvaters betreut. Sarah Grace Patrick veröffentlichte mehrere Beiträge, die später mit Hilfe eines Kriminalisten analysiert wurden. Der Experte stellte fest, dass diese Inhalte nicht dem typischen Verhalten einer Person entsprachen, die geliebte Menschen verloren hatte. In der Regel sorgen sich Kinder in solchen Situationen um ihre eigene Sicherheit, suchen Schutz und versuchen zu verstehen, wer ihren Angehörigen etwas angetan hat. In diesem Fall zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Das Mädchen veröffentlichte Videos, die viral gingen und eher den Eindruck vermittelten, als wolle sie Bekanntheit erlangen oder Zuspruch von anderen Nutzern sozialer Netzwerke erhalten. Sie versuchte nicht, die Öffentlichkeit gezielt auf den Tod ihrer Eltern aufmerksam zu machen, mögliche Zeugen zu finden oder Informationen zu verbreiten, die zur Ergreifung der Täter hätten beitragen können. Vielmehr wirkte ihr Verhalten wie der Versuch, selbst Aufmerksamkeit zu gewinnen. Im Frühjahr setzte die Familie von Christine eine Belohnung von $5.000 für Hinweise aus, die zur Festnahme und Verurteilung des Täters führen würden. Dies führte jedoch lediglich zu mehreren falschen Hinweisen, die die Ermittler zunächst bannten. Nach deren Überprüfung setzten die Polizeibeamten ihre Arbeit fort. In dieser Phase entschied sich die Polizeibehörde der Stadt, eine Pressekonferenz zum Doppelmord abzuhalten. Dort traten die leitenden Ermittler an die Öffentlichkeit und erklärten, dass sie am Morgen des 20. Februar 2025 zu einem Einsatz im Haus der Familie Brock gerufen worden seien, wo sie die Leichen von James und Christine in ihrem eigenen Bett gefunden hätten. Beide waren an Schussverletzungen gestorben. Die Pressekonferenz diente jedoch nicht allein der Information über das Verbrechen. Tatsächlich gaben die Polizeibeamten bekannt, dass in diesem Fall eine Festnahme erfolgt war. Monate der Arbeit waren vergangen. In dieser Zeit wurden alle möglichen Verdächtigen aus dem unmittelbaren Umfeld des Paares überprüft. Als erstes wurde Christines Ex-Mann ausgeschlossen. Er verfügte über ein stichhaltiges Alibi und kooperierte bereitwillig mit den Ermittlern. Außerdem hatte er kein Motiv, seine Ex-Frau und ihren neuen Ehemann zu töten. Niemand hatte je von Gewalt in Christines früherer Ehe oder von Streitigkeiten nach der Scheidung gehört.
Alles war ruhig verlaufen. Auf einer Pressekonferenz erklärte die Polizei schließlich, dass sie eine große Menge an Beweisen gegen Sarah Grace Patrick gesammelt habe. Dabei handele es sich überwiegend um digitale Beweise. Konkrete Details wurden jedoch nicht veröffentlicht. Diese Nachricht traf die Bevölkerung wie ein Schock. Dennoch konnte sich kaum jemand vorstellen, dass ein 16-jähriges Mädchen zu einer solchen Tat fähig sein könnte. Die Ermittler analysierten zahlreiche Zeugenaussagen, werteten die wenigen vorhandenen physischen und digitalen Beweise aus und führten Dutzende von Befragungen durch. In die Untersuchung wurden sogar FBI-Agenten, Profiler, Psychiater sowie mehrere private Kriminaltechniker einbezogen. Nach Einschätzung der Ermittler deuteten die gesammelten Beweise auf Sarah Grace Patrick als einzige mögliche Täterin hin. Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz war die Untersuchung jedoch noch nicht abgeschlossen und es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen in den Fall verwickelt waren. Der Grund, warum Sarah Grace Patrick im Alter von 16 Jahren ihre leibliche Mutter und ihren Stiefvater erschossen haben soll, war weiterhin unklar. Gleichzeitig war absehbar, dass diese Nachricht sowohl die Öffentlichkeit als auch die Angehörigen zutiefst erschüttern würde. Einen erheblichen Anteil daran hatten die Medien. In den Monaten vor ihrer Festnahme hatte das Mädchen in sozialen Netzwerken eine beachtliche Popularität erlangt. Ihr Account war gezielt neu aufgebaut worden und dieser Ansatz zeigte Wirkung. In dem Versuch, Mitgefühl und Sympathie zu gewinnen, sammelte sie zahlreiche Follower und eine stabile Reichweite. Dennoch erschien es vielen undenkbar, Popularität oder Aufmerksamkeit als Motiv für einen Doppelmord zu betrachten. Es überrascht daher nicht, dass die öffentliche Meinung nach der Pressekonferenz stark gespalten war. Sarah Grace Patrick galt als beliebt und verstand es offenbar, den Schmerz über den Verlust überzeugend darzustellen. Kaum jemand wollte glauben, dass sie etwas mit dem Doppelmord zu tun haben könnte. Gleichzeitig bestanden erhebliche Lücken in den Ermittlungen. So wurde bis heute keine Schusswaffe gefunden, mit der die Tat begangen worden sein soll. Auch blieb ungeklärt, woher der Täter oder die Täterin diese Waffe überhaupt hatte. Angehörige des verstorbenen James erklärten, er habe zu Lebzeiten kein Interesse an Waffen gezeigt und nichts derartiges im Haus aufbewahrt. Es wurde spekuliert, dass Sarah Grace Patrick die Pistole von jemandem ausgeliehen und anschließend zurückgegeben oder an eine dritte Person weitergereicht haben könnte, um dieses entscheidende Beweisstück zu beseitigen. Ebenso war nicht auszuschließen, dass sie selbst alle Spuren entfernt hatte. Dies hätte erklären können, warum zwischen den Morden und dem Anruf beim Notrufdienst mehr als 7 Stunden vergingen. Diese Zeit hätte sie nutzen können, um Beweise zu vernichten. Allerdings blieben auch diese Annahmen unbelegt. Aus diesem Grund gingen die Ermittler davon aus, dass möglicherweise eine weitere Person beteiligt gewesen sein könnte, ein Komplize, der bei der Beseitigung der Waffe und anderer Spuren half. Besonders empörend wirkte auf viele Beobachter die Tatsache, dass Sarah Grace Patrick zuließ, dass ihre 5-jährige Schwester die Leichen der Eltern fand. Offensichtlich hatte dieses Kind dadurch ein schweres psychisches Trauma erlitten, das sie ihr Leben lang begleiten dürfte. Dies führte zu Spekulationen, Sarah Grace Patrick könne selbst unter psychischen Problemen leiden. Medizinische Untersuchungen ergaben jedoch keine entsprechenden Diagnosen. Die Pressekonferenz diente daher vor allem dem Versuch, die Öffentlichkeit zu beruhigen, da weiterhin zu viele Fragen offen waren. Alle kannten Sarah Grace Patrick als ein freundliches, höfliches und gut integriertes Mädchen, das in der Schule gute Leistungen zeigte. Sie hatte keinerlei Probleme mit dem Gesetz, keine dokumentierten psychischen Auffälligkeiten und war nie von zu Hause weggelaufen. Auch hatte sie niemandem gegenüber negative Gefühle über ihre Familie geäußert. Niemand hatte je von ernsthaften Konflikten gehört und es gab keinerlei Hinweise darauf, dass sie zu einem Doppelmord fähig sein könnte. Ihre Mitschüler beschrieben Sarah Grace Patrick als ein freundliches, offenes Mädchen, das mit nahezu allen gut auskam. Konflikte mit Gleichaltrigen waren nicht bekannt. Umso größer war der Schock über ihre Verhaftung. Er traf nicht nur ihr unmittelbares Umfeld, sondern auch Verwandte und Familienmitglieder so hart, dass einige von ihnen öffentlich in den Medien auftraten, um ihre tiefe Unzufriedenheit mit der Arbeit der Polizei zum Ausdruck zu bringen. Viele zweifelten an der Schuld des Mädchens und waren überzeugt, dass sich die Ermittler auf die erstbeste Person konzentriert hätten, auf jemanden, der sich zum Zeitpunkt der Tat zufällig im Haus befand, um den Fall schnell abschließen zu können.
In ihren Augen ging es weniger um Gerechtigkeit als vielmehr um den Ruf der Polizei. Trotz dieser Unterstützung tauchten im Verlauf der Ermittlungen immer mehr Indizien auf, die gegen Sarah Grace Patrick sprachen. Am 3. Juni 2025 wandte sie sich über TikTok an den Betreiber eines True-Crime-Kanals. In dieser Kontaktaufnahme schilderte sie die Geschichte ihrer Familie, verwendete dabei jedoch Formulierungen, die bei der Empfängerin sofort Zweifel auslösten. So sprach sie davon, dass dieser Doppelmord ein echter Hit werden könne und dass die Menschen die Geschichte mögen würden. Ihre Begeisterung für die Idee einer filmischen Umsetzung und möglicher Bekanntheit wirkte befremdlich. Der Ton erschien kalt, distanziert und zynisch, unvereinbar mit dem Bild einer Jugendlichen, die seit Monaten um ihre Mutter und ihren Stiefvater trauerte. Aufgrund dieses irritierenden Verhaltens entschied sich die Betreiberin des Kanals, die Strafverfolgungsbehörden zu informieren. Gegenüber Journalisten äußerte sie sich nicht zu dem Fall, schilderte den Ermittlern jedoch sämtliche Kontakte mit Sarah Grace Patrick detailliert. In der Öffentlichkeit kursierten bald Gerüchte, Sarah habe ihr exklusive Informationen über den Doppelmord angeboten. Dabei verfügte selbst die Polizei zu diesem Zeitpunkt nur über sehr wenige gesicherte Erkenntnisse. Trotz einer gründlichen Durchsuchung des Hauses der Familie Brock waren keine entscheidenden Beweise gefunden worden. Auch Journalisten und Internetnutzer begannen, den Fall kritisch zu hinterfragen. Viele hielten es für nahezu unmöglich, dass eine 16-jährige Jugendliche ohne jede kriminelle Erfahrung einen Doppelmord begehen konnte, ohne dabei verwertbare Spuren zu hinterlassen. Es wurde spekuliert, sie könne Handschuhe getragen und die Kleidung, die sie während der Tat getragen habe, entsorgt haben. Doch diese Annahmen warfen neue Fragen auf. Wie hätte sie unbemerkt das Haus verlassen können, um Beweise und Tatwaffe zu beseitigen? Nahezu alle Angehörigen, die öffentlich Stellung nahmen, äußerten dieselben Zweifel. Sie sahen keinen nachvollziehbaren Grund für Sarahs Verhaftung und zeigten sich ratlos. Sarah Grace Patrick selbst legte kein Geständnis ab und beteuerte durchgehend ihre Unschuld. Aus der Untersuchungshaft heraus kontaktierte sie ihre Familie mehrfach telefonisch und bat eindringlich um Hilfe. Sie beharrte darauf, nichts getan zu haben. Besonders ihr Großvater unterstützte sie konsequent. In Gesprächen beschrieb er Sarah als ruhig, zielstrebig und verantwortungsbewusst. Zum Zeitpunkt des Doppelmordes hatte sie die Highschool abgeschlossen und plante, ein College zu besuchen. Um dafür Geld zu sparen, hatte sie sogar 2 Teilzeitjobs angenommen. Trotz seiner Unterstützung fiel es jedoch auch ihm schwer zu erklären, wie man Schüsse aus einer Schusswaffe, selbst mit Schalldämpfer, aus einem Nachbarzimmer nicht hören konnte. Er vermutete, dass laufende Fernseher die Geräusche überdeckt haben könnten und dass Schüsse möglicherweise mit Filmszenen verwechselt worden seien. Zudem konnte er sich nicht vorstellen, dass seine Enkelin überhaupt mit einer Schusswaffe umgehen oder diese abfeuern konnte. Die Familie war überzeugt, dass die Ermittler nicht über ausreichende Beweise verfügten, um eine Minderjährige festzunehmen. Die Ermittler hingegen vertraten die Auffassung, dass zwar keine direkten, wohl aber genügend indirekte Beweise für eine Anklage vorliegen. Die ablehnende Haltung der Angehörigen erklärten sie mit einem Zustand der Verdrängung. Ihrer Ansicht nach würden diese früher oder später akzeptieren müssen, dass auch ein nach außen hin unauffälliges, unschuldig wirkendes Mädchen zu einer solchen Tat fähig sein könne. Tatsächlich begann sich die öffentliche Wahrnehmung allmählich zu verändern. Die Meinungen spalteten sich. Während einige weiterhin an Sarahs Unschuld festhielten, begannen andere, ihr Verhalten kritisch zu hinterfragen und eine mögliche Beteiligung nicht mehr auszuschließen. Gleichzeitig nahm die Aggression im öffentlichen Diskurs zu. Neben Zweifeln und Analysen kam es zunehmend zu Anfeindungen, Beleidigungen und gezielten Angriffen, nicht nur gegen Sarah Grace Patrick, sondern auch gegen ihre Familie. Wieder richtete sich die Aufmerksamkeit auf das Verhalten des verhafteten Mädchens. Nur wenige Tage nach dem Tod ihrer Eltern begann Sarah Grace Patrick, als wäre nichts geschehen, Videos auf ihr Konto hochzuladen. Bald wurden einige davon viral und verschafften ihr Popularität in den sozialen Netzwerken. Genau das könnte nach Ansicht mancher Beobachter das Motiv für die Tat gewesen sein. Aus dieser Perspektive wurde die These formuliert, dass Sarah den Mord begangen haben könnte, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie erlangte tatsächlich Popularität, obwohl ihr TikTok-Konto später gelöscht wurde. Es kam erneut zu heftigen Diskussionen, da ein solches Motiv, Bekanntheit und öffentliche Aufmerksamkeit, vielen als zu weit hergeholt erschien.
Gegner dieser Theorie argumentierten, dass Sarah Grace Patrick soziale Netzwerke nicht aus Berechnung genutzt habe, sondern im Gegenteil, um mit der Trauer über den Verlust besser umgehen zu können. Schließlich verarbeitet jeder Mensch eine Tragödie auf seine eigene Weise. Diese Sichtweise wurde auch von Freunden der jungen Frau unterstützt. Sarah Grace Patrick erhielt über das Internet nicht weniger Zuspruch von Fremden als von ihren Verwandten, was ihr nach eigenen Angaben Trost spendete. Andere wiederum vertraten die Auffassung, dass Sarahs Stiefvater ein Gewalttäter oder häuslicher Tyrann gewesen sein könnte. Er habe seine Frau und seine Stieftochter über Jahre hinweg terrorisiert. Es ließ sich zudem nicht vollständig ausschließen, dass es zu sexuellen Übergriffen gekommen war. Vor diesem Hintergrund könnte das Mädchen eines Tages die Beherrschung verloren und ihren Stiefvater getötet haben. Doch warum hätte sie dann auch ihre Mutter töten sollen? Für diese Version fanden sich jedoch keinerlei Beweise. Niemand hatte je Beschwerden von Sarah Grace Patrick über ihre Familie gehört. Und sie hatte sich niemals negativ über ihre Angehörigen geäußert. Sarahs leiblicher Vater Donald äußerte sich nach der Verhaftung seiner Tochter öffentlich zu ihrer Unterstützung und bekräftigte wiederholt ihre Unschuld. Er veröffentlichte entsprechende Beiträge auf seiner persönlichen Seite in den sozialen Netzwerken. Am 16. Juli äußerte er beispielsweise seine Unzufriedenheit über das Verhalten der örtlichen Gemeinde, die hinter seinem Rücken über die Details der Tragödie tuschelte. Anschließend richtete er zur Unterstützung seiner Tochter eine öffentliche Seite in einem sozialen Netzwerk ein, die ihrem Kampf gegen die aus seiner Sicht bestehende Ungerechtigkeit der Behörden gewidmet war. Dieser Schritt sollte Gleichgesinnte erreichen, doch unter den Beiträgen erschienen schnell auch zahlreiche negative Kommentare gegen Sarah Grace Patrick. Am 19. Juli startete Donald auf GoFundMe eine Spendenkampagne zur Deckung der Anwaltskosten der Angeklagten. Ziel war es, $9.000 zu sammeln. Donald stand in engem Kontakt mit Journalisten und widerlegte zahlreiche Gerüchte und Spekulationen über seine Tochter. Nach seinen Angaben sei sie nur einen Tag vor ihrer Verhaftung zur Aussage auf die Polizeiwache vorgeladen worden, da sie minderjährig war. Er habe während der Befragung an ihrer Seite gesessen. Donald erklärte, dass Sarah Grace Patrick den Ablauf der Ereignisse mehrfach geschildert habe und stets bei derselben Version geblieben sei. Sie habe sich nicht widersprochen und nicht den Eindruck erweckt, unehrlich zu sein. In seinen Augen sei seine Tochter nicht verdächtig gewesen. Doch nach 4 Stunden, in denen es den Ermittlern nicht gelungen sei, ein Geständnis zu erlangen, habe sich der Ton verändert. Die Ermittler seien aggressiver geworden und hätten ihr sogar Fotos ihrer ermordeten Mutter und ihres Stiefvaters vorgelegt. Daraufhin habe Donald entschieden, das Gespräch zu beenden. Als er gemeinsam mit Sarah Grace Patrick ging, fragte er, ob sie verhaftet werde. Der leitende Ermittler verneinte dies. Nur wenige Stunden später erhielt der Vater jedoch einen Anruf mit der Mitteilung, dass Sarah am nächsten Tag um 10 Uhr erneut auf der Polizeiwache erscheinen müsse. Andernfalls würden Polizeibeamte zu ihrer Wohnadresse geschickt. Donald war überzeugt, dass man lediglich versucht habe, seine Tochter einzuschüchtern und psychisch unter Druck zu setzen. Dies habe jedoch keinen Erfolg gehabt. Ein Geständnis von Sarah Grace Patrick wurde nicht abgelegt. Erneut gab es Anlass für Spekulationen. Auffällig war, dass die junge Frau unmittelbar nach dem Verhör nach Alabama reiste, um Zeit mit einer Freundin zu verbringen. Sarah Grace Patrick erklärte sich dennoch bereit, am folgenden Morgen erneut auf der Polizeiwache zu erscheinen, da sie betonte, nichts zu verbergen und nichts zu befürchten zu haben. Ihre Abreise in einen anderen Bundesstaat weckte jedoch zusätzlichen Verdacht. Sie rechtfertigte diesen Schritt gegenüber engen Freunden damit, dass sie dort Unterstützung erhalte und der Ortswechsel ihr helfe, sich zumindest für kurze Zeit von der Tragödie abzulenken. Den Ermittlern schien es jedoch, dass das Mädchen mehr über ihre Familie wissen musste als andere. Als die Ermittler mit ihr über die mögliche Ursache für den Mord an ihren Eltern sprachen, fiel ihr jedoch nur ein Problem mit illegalen Substanzen ein. Die Polizisten vermuteten sofort, dass sie lediglich versuchte, sich den populärsten Gerüchten anzupassen, die über die Tragödie kursierten. Laut Sarah Grace Patrick hatten ihre Mutter und ihr Stiefvater einige Monate vor ihrem Tod Kontakt zu kriminellen Elementen und möglicherweise jemanden ausgeraubt oder illegale Substanzen konsumiert und Schulden angehäuft, die sie nicht hätten zurückzahlen können.
Natürlich erschienen diese Versionen den Ermittlern nicht überzeugend, da keiner der Angehörigen glaubte, dass diese Familie mit illegalen Substanzen oder Raubüberfällen zu tun gehabt hatte. Außerdem war der Mann aufgrund von Gesundheitsproblemen seit mehreren Jahren in schlechter Verfassung. Es ist unwahrscheinlich, dass er an kriminellen Aktivitäten beteiligt gewesen war und kaum etwas konsumiert hatte. Aufgrund der Schwere des Verbrechens wurde beschlossen, das Mädchen wie eine Erwachsene zu behandeln. Im Falle einer Verurteilung droht Sarah Grace Patrick eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung. Die Version über mögliche Komplizen von Sarah Grace Patrick blieb unbestätigt. Es kam zu keinen weiteren Verhaftungen. Bei der Vorverhandlung erklärte der Anwalt, dass die Anklage keine stichhaltigen Beweise gegen die 17-jährige Sarah Grace Patrick habe. Insbesondere wurden keine Untersuchungen auf Pulverrückstände an ihren Händen durchgeführt. Dies war natürlich ein fataler Fehler der Ermittler. Ihre Kleidung wurde später beschlagnahmt, aber auch diese war sauber. Die Staatsanwaltschaft behauptete weiterhin, dass Sarah Grace Patrick in den 7 Stunden, die zwischen dem Mord und der Meldung bei den Strafverfolgungsbehörden vergangen waren, Zeit gehabt habe, ihre Sachen zu entsorgen. Es gelang jedoch nicht, Beweise dafür zu finden. Der Staatsanwalt behauptet, dass gegen Sarah Grace Patrick zahlreiche digitale Beweise gesammelt wurden, die ihre Schuld überzeugend belegen, ohne jedoch zu präzisieren, um welche es sich dabei handelt. In der Vorverhandlung wurde Sarah Grace Patrick die Kaution verweigert, da der Richter entschied, dass bei ihr ein hohes Fluchtrisiko bestehe. Diese Entscheidung wurde höchstwahrscheinlich durch die Reise nach Alabama beeinflusst. Nach dieser Phase reichte der Anwalt der jungen Frau einen Antrag ein, in dem er geltend machte, dass die vorgerichtliche Berichterstattung über diesen Fall übertrieben sei. Er bestand darauf, dass Sarah Grace Patrick in diesem Bezirk nicht mit einer fairen und unvoreingenommenen Jury rechnen könne. Auf dieser Grundlage beantragte der Verteidiger, das Gerichtsverfahren an einem anderen Ort durchzuführen. Am 1. Dezember 2025 wurde offiziell bestätigt, dass der Richter diesen Antrag der Verteidigung abgelehnt hatte, dass Sarah Grace Patrick nicht nur im Internet und im Fernsehen kritisiert, sondern auch unterstützt wurde. Die Gerichtsverhandlung im Doppelmordfall wurde für den Anfang 2026 angesetzt. Unterdessen gehen die Diskussionen darüber weiter, wie das Ganze ausgehen könnte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Dies ist keine Geschichte über Romeo und Julia. Ist Ihnen jemals aufgefallen, wie viele würdige, talentierte und großherzige Menschen in jungen Jahren aus dem Leben scheiden? Manche Menschen, die gerade erst die Schwelle ihres 20. oder 30. Lebensjahres überschritten haben, verlassen plötzlich diese Welt. Oft scheint es, als hätte es keine Anzeichen für das bevorstehende Unglück gegeben. Sie lebten, arbeiteten und schmiedeten Pläne für die Zukunft, wie alle anderen auch. Doch Unglück, Krankheit oder kriminelle Handlungen stören den gewohnten Ablauf und diejenigen, die einst vielversprechend intelligent und entschlossen waren, sind nun nicht mehr da. In dem Versuch, Trost zu finden oder aus Hilflosigkeit angesichts der Situation wird oft gesagt, dass der Himmel die Besten zu sich holt. Dieselbe Tragödie traf Jamie und Peter James. Keiner von ihnen konnte sich vorstellen, welchen Schrecken sie erleben würden, als sie ihre geliebte Tochter beerdigten. Am 26. Oktober 2023 gegen 4:30 Uhr morgens schickte der Direktor der St. Andrews Cathedral School im Zentrum von Sydney eine E-Mail an alle Schüler und Eltern, in der er mitteilte, dass die Schule aufgrund eines kritischen Vorfalls bis zum Ende der Woche geschlossen bleiben werde. 2 Stunden später erhielten die besorgten Familien eine weitere Mitteilung. Die Verwaltung versicherte, dass keiner der Schüler zu Schaden gekommen sei. Dennoch war die Nachricht beunruhigend, insbesondere nachdem klargestellt worden war, dass diese Anweisung nicht für Absolventen galt, die Prüfungen ablegen mussten. Für diejenigen, die sich wegen der Situation Sorgen machten, wurde psychologische Unterstützung angeboten. Bald darauf wurde in der Schulbibliothek ein rund um die Uhr geöffnetes Beratungszentrum eingerichtet.
Am Donnerstag und Freitag wurden die Schulgebäude und das angrenzende Gelände von Forensikern gründlich untersucht. Der Zugang zur Turnhalle wurde eingeschränkt und der angrenzende Duschbereich sollte abgerissen werden. Was war also für ein schreckliches Ereignis innerhalb der Schulmauern passiert? Um Mitternacht am 25. Oktober 2023 wurde die Leiche einer Frau gefunden. Sie war zuletzt gegen 19 Uhr lebend gesehen worden. Die Wasserballtrainerin betrat die Duschen der Turnhalle und kam nicht mehr heraus. Überwachungskameras zeichneten auf, wie ihr gegen 20 Uhr jemand folgte. Der Verfolger ging allein und begab sich anschließend zum Ausgang der Schule. Die Eltern der Frau schlugen als erste Alarm wegen ihres Verschwindens. Lily James hatte sich den ganzen Tag nicht gemeldet und gegen 22 Uhr schickte sie eine Nachricht mit der Bitte, sie von der Arbeit abzuholen. Glücklicherweise hatte die Polizei bereits von der Situation erfahren und übernahm die Kontrolle über den Fall. Der Nachtwächter, der sein Revier abging, wurde Zeuge einer schrecklichen Szene. Die Frau lag mit einem Schädelbruch in einer Blutlache auf dem Boden. Nachdem er sich von dem ersten Schock erholt hatte, rief er den Notdienst. Später luden die Ermittler einen Freund der Familie ein, um die Leiche zu identifizieren. Das Gesicht der Frau war so entstellt, dass sie kaum zu erkennen war. Nachdem die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde, füllte sich ihr Haus mit Menschen. Freunde, Nachbarn und Bekannte kamen, um die trauernde Familie zu unterstützen. Auch die Anwohner drückten ihre Trauer und ihren Respekt für die früh verstorbene junge Frau aus, indem sie ständig Blumen und Spielzeug brachten und das Gebiet um das Haus in eine Gedenkstätte verwandelten. Dieser mysteriöse Tod war jedoch nicht die einzige Intrige in diesem Fall. Ein weiterer tragischer Verlust ereignete sich am 27. Oktober gegen 8 Uhr morgens, nur 11 Meilen vom Ort des ersten Verbrechens entfernt. Die Überreste eines Mannes wurden gefunden. Diese traurige Entdeckung machten Verkäufer, die in der Nähe arbeiteten. Die Leiche wurde auf den Felsen des Diamond Bay Conservation Reserve unweit des östlichen Vororts von Sydney entdeckt. Nach einem Anruf bei der Polizei wurde umgehend ein Rettungsteam zusammengestellt. An der Operation waren eine Pioniereinheit, die Marineinfanterie und ein Rettungshubschrauber beteiligt. Gegen 15:30 Uhr wurde die Leiche des Mannes geborgen und zur Identifizierung zu den Gerichtsmedizinern gebracht. Aufgrund der Verletzungen, die er sich durch den Sturz aus großer Höhe zugezogen hatte, war eine visuelle Identifizierung nicht möglich, sodass zu diesem Zweck Fingerabdrücke verwendet wurden. Zu diesem Zeitpunkt vermuteten die Experten bereits die Identität des Mannes, doch zur endgültigen Bestätigung waren weitere Untersuchungen erforderlich. Schließlich wurde der Mann als der 24-jährige Paul Thiessen identifiziert, der des Verbrechens an Lily James verdächtigt wurde. Die Ermittler standen vor einer schwierigen Aufgabe. Sie mussten eine Verbindung zwischen den beiden tödlichen Vorfällen herstellen und herausfinden, was sich zwischen diesen Menschen einige Tage zuvor abgespielt hatte. Lily wurde im Mai 2002 in der Küstenstadt Sans-Souci in New South Wales, Australien, geboren. Sie war das erste und geliebte Kind der harmonischen Familie James. Besonders ihre Großmutter mütterlicherseits, Barbara, liebte sie sehr. Lily verbrachte ihre Kindheit mit ihrem jüngeren Bruder Max am Meer. Sie war sehr aktiv und ausdauernd und schwamm leidenschaftlich gern. Ihr Vater, Trainer einer Wasserballmannschaft an einer anglikanischen Mädchenschule in Hurstville, unterstützte das Interesse seiner Tochter. Freunde erinnerten sich daran, dass sie kontaktfreudig und freundlich war, gute Leistungen in der Schule erbrachte und denen half, die Schwierigkeiten hatten. Diese Eigenschaften machten sie zum Liebling vieler und sie war nie allein. In der Oberstufe wurde sie aufgrund ihrer Leistungen in Schule, Sport und im sozialen Leben als eine der besten Schülerinnen anerkannt. Was auch immer sie anpackte, sie war stets erfolgreich. Ihr unglaubliches Talent, in allen Bereichen zu überzeugen, war unbestreitbar. Lily interessierte sich auch für die darstellende Kunst, was sie dazu veranlasste, sich in Theater- und Tanzclubs zu engagieren. Mit der Zeit wurde das talentierte Mädchen entdeckt und zur Teilnahme am berühmten Woodford Folk Festival eingeladen, einem der größten jährlichen Events in Australien, das von etwa 125.000 Menschen besucht wird, darunter lokale, nationale und internationale Gäste. Die Veranstaltung findet in der Regel vom 27. Dezember bis zum 1. Januar statt und feiert das neue Jahr mit einer breiten Palette von Genres und Stilen wie Zirkus, Kabarett, Comedy, Straßenaufführungen, Meisterklassen, Debatten und vielem mehr.
Lilie entschied sich für eine einzigartige Interpretation des Monologs aus William Shakespeares Macbeth. Während ihres Auftritts kamen ihre Fähigkeiten, ihr natürliches Charisma und ihre Ausstrahlung voll zur Geltung und wurden mit beispiellosem Applaus sowie der Anerkennung der Jury belohnt. Sie belegte den 2. Platz in der Kategorie Theater, was ein echter Erfolg und eine große Leistung war, da sie nicht nur Anerkennung, sondern auch ein beträchtliches Preisgeld erhielt. Im Jahr 2018 fügte die junge Frau James ihrer Sammlung eine weitere Errungenschaft hinzu. Sie bestand die Führerscheinprüfung für Fahranfänger. Auch ihre sportlichen Erfolge verdienen besondere Aufmerksamkeit. Sie trat in die Fußstapfen ihres Vaters und begann, professionell Wasserball zu spielen. Die Sportlerin gewann den Meistertitel im Schwimmen in der Kategorie bis 17 Jahre. Ihre Eltern waren begeistert von den Erfolgen ihrer Tochter und feierten jede ihrer Leistungen. Am Ende der Oberstufe hatte Lilie ihre Entscheidung für die Zukunft endgültig getroffen und sich auf ihre Sportkarriere konzentriert. So schrieb sie sich im Jahr 2020 an der Technischen Universität Sydney ein, um einen Bachelor-Abschluss in Sportmanagement zu erwerben. Im Jahr 2021 kam es zu einer schicksalhaften Begegnung in ihrem Leben. Um ihr Studentenleben abwechslungsreicher zu gestalten und Lehrerfahrung zu sammeln, nahm sie eine Stelle als Wasserballtrainerin an der St. Andrews Cathedral School an. Dank ihrer Jugend, ihrer strahlenden Persönlichkeit und ihrer Liebe zum Sport fand sie schnell eine gemeinsame Sprache nicht nur mit ihren Kollegen und der Schulleitung, sondern auch mit den Schülern. Diese schlossen sich ihr an und versuchten, ihren Standards zu entsprechen, während sie ihrerseits bemüht war, einen einzigartigen Ansatz für jeden Schüler zu finden und etwas Besonderes an ihm hervorzuheben. Genau zu dieser Zeit lernte Lilie den neuen Cricket- und Hockeytrainer Paul Teasey kennen. Mit seinen beruflichen Fähigkeiten und seinem auffälligen Aussehen zog er schnell die Aufmerksamkeit seiner Umgebung auf sich. Der ehrgeizige junge Mann unterrichtete neben seiner Haupttätigkeit auch halbtags an einer anderen Bildungseinrichtung und war Mitglied der Eishockeymannschaft der University of New South Wales. Paul war zweifellos sehr beliebt, insbesondere bei den weiblichen Zuhörern. Die Meinungen über ihn waren jedoch geteilt. Einige beschrieben ihn als stolz und stur, andere hoben seine positiven Eigenschaften hervor. Anfangs war die Beziehung zwischen Lilie und Paul freundschaftlich und beschränkte sich auf gegenseitige Begrüßungen, doch später entwickelte sie sich zu etwas Größerem. Lilies Freunde erzählten, dass der junge Mann sie eines Tages zu einem Date eingeladen hatte. Angesichts von Pauls strahlendem Lächeln fiel es ihr schwer zu widerstehen, und sie willigte ein. Das Date hinterließ bei beiden einen starken Eindruck, und sie beschlossen, sich wiederzusehen. Ohne zu ahnen, mit wem sie eine Beziehung begann, verliebte sich Lilie dank ihrer Freundlichkeit und Offenheit. Es schien, als würde Paul ihre Gefühle erwidern. Er überschüttete sie mit Komplimenten, schenkte ihr Blumen und organisierte romantische Abende. Zu diesem Zeitpunkt vereinbarten die beiden, dass niemand in der Schule, insbesondere keine Mitschüler, von ihrer Beziehung erfahren durfte. Das war eine Vorgabe der Schulpolitik und entsprach Lilies persönlicher Überzeugung. Sie wollte nie, dass ihr Privatleben in der Öffentlichkeit stand, deshalb verhielten sich die beiden bei der Arbeit äußerst vorsichtig. Mit der Zeit verbreiteten sich jedoch Gerüchte. Aus anfänglichem leisem Geflüster wurde eine offene Diskussion. Als Lilie herausfand, wer ihre Beziehung offenbart hatte, war sie zutiefst enttäuscht. Es stellte sich heraus, dass Paul ihre Vereinbarung gebrochen hatte. Darüber hinaus führte die Art und Weise, wie er sie beschrieben hatte, zu einer Verurteilung der jungen Frau. Lilie fühlte sich betrogen und gedemütigt. Also sagte sie Paul offen, was sie von ihm hielt, und beendete die Beziehung. Später wurde bekannt, dass Paul versucht hatte, sich zu versöhnen und sich wiederholt entschuldigte, doch Lilie blieb unnachgiebig. Ihr einziger Trost war, dass ihre Beziehung nur von kurzer Dauer gewesen war und sie in dieser Zeit seinen wahren Charakter erkannt hatte. Paul wurde im Jahr 1999 in den Niederlanden geboren. Die Familie Teasey zog im Jahr 2015 nach Australien, als der Vater der Familie eine neue Stelle antrat. Es sei darauf hingewiesen, dass seine Eltern wohlhabend und in bestimmten Kreisen bekannt waren. Als Einzelkind erhielt Paul viel Aufmerksamkeit und Fürsorge von seiner Familie, was zweifellos seinen Charakter prägte. Er wuchs verwöhnt und egozentrisch auf,
war von sich selbst überzeugt, erzielte gute schulische Leistungen und war sportlich sehr aktiv. Seine beeindruckende körperliche Verfassung fiel sofort ins Auge. Nach dem Umzug besuchte Paul die St. Andrews Cathedral School, wo er dem Cricket-Team beitrat. Er war sehr erfolgreich und verdiente sich die Anerkennung und den Respekt seiner Altersgenossen. Mit der Zeit wurde er zum Mannschaftskapitän ernannt. Außerdem beteiligte er sich aktiv an außerschulischen Veranstaltungen und Festivals und half bei deren Organisation. Genau zu dieser Zeit begannen die Meinungen über ihn auseinanderzugehen. Einige Jungen mochten ihren übermäßig selbstbewussten Mitschüler nicht, der behauptete, er könne das Herz jedes Mädchens erobern. Die jungen Frauen hingegen empfanden ihn als charmant und kontaktfreudig. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 2017 bot ihm die Schulleitung an, als Assistenztrainer für Cricket und Hockey zu bleiben. Er nahm dieses Angebot gern an. Anfang 2018 leitete er bereits beide Abteilungen. Es muss gesagt werden, dass er sich an seinem Arbeitsplatz sicher fühlte und seine Führungsposition selbstbewusst ausübte. Schließlich kündigte Paul und kehrte zu seiner Familie zurück. Der Grund für sein plötzliches Ausscheiden blieb unbekannt. Nach seiner Rückkehr beschloss er, seine Ausbildung fortzusetzen und erwarb einen Masterabschluss in Sportmanagement. Im Gespräch mit alten Freunden erwähnte er, dass er seine Trainerfähigkeiten weiterentwickelt habe, was bald zu einem lukrativen Angebot seines ehemaligen Arbeitgebers führte. Anfang 2020 öffneten sich die Türen der bekannten Schule erneut für ihn. Nach seiner Rückkehr nach Australien traf Paul einen alten Freund, der ihm vorschlug, sich die Wohnkosten zu teilen. Der junge Mann willigte ein, da er das Zusammenleben als angenehmer empfand, obwohl er es sich leisten konnte, allein zu wohnen. Die günstige Mietwohnung befand sich in Kensington, einem östlichen Vorort von Sydney. Zunächst verstanden sich die Freunde gut und verbrachten ihre Freizeit nach der Arbeit gemeinsam in Bars. Nach einigen Monaten kam es jedoch zu Konflikten und der aufbrausende Paul beschloss, allein zu leben. Pauls Eltern gaben später zu, dass ihr Sohn sich trotz seiner beruflichen Tätigkeit und der ständigen Umgebung von Menschen einsam gefühlt habe. Sie wussten nichts über seine romantischen Beziehungen, vermuteten jedoch, dass er kein ernsthaftes Interesse an einer festen Partnerschaft hatte. Im März 2020 ereignete sich sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene etwas Unerwartetes. Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus rief Australien den Notstand aus und führte strenge Quarantänemaßnahmen für 18 Monate ein. Paul war auf sich allein gestellt und konnte das Land aufgrund des Infektionsrisikos nicht verlassen, um seine Familie zu sehen. Die massiven Einschränkungen wirkten sich auf alle Lebensbereiche aus und Paul musste die Schwierigkeiten allein bewältigen. Im Sommer 2021 kehrte das Leben wieder zur Normalität zurück. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Isolation die zwischenmenschlichen Beziehungen stark beeinträchtigt hatte. Als Paul seine früheren Aufgaben wieder aufnahm, bemerkten einige Veränderungen in seinem Charakter und Verhalten. Er kehrte schnell in die Welt des Sports zurück und wurde zu einem wichtigen Spieler in der Eishockeymannschaft, führte weiterhin einen aktiven Lebensstil und trat sogar in Werbespots für Spiele auf. Gleichzeitig bemerkten Bekannte Eigenschaften an ihm, die zuvor nicht aufgefallen waren, wie beispielsweise unkontrollierte Wutausbrüche. Außerdem verbreiteten sich in der Schule Gerüchte über sein besonderes Interesse an Schülerinnen. Der junge Trainer flirtete wiederholt mit den Mädchen, beobachtete sie oft über längere Zeit und brachte sie damit zum Erröten und in Verlegenheit. Dennoch galt er weiterhin als wichtige Persönlichkeit. Seine Leistungen hatten maßgeblichen Einfluss auf den Aufstieg der Mannschaft ins Finale der australischen Hockeyliga. Als Lilje ihre Beziehung beendete, war das ein schwerer Schlag für sein Selbstbewusstsein. Als die Ermittler begannen, den Fall zu untersuchen, gab es keinen Zweifel mehr an Pauls Beteiligung. Sie kamen dem Schuldigen schnell auf die Spur. Überwachungskameras sowohl im Innen- als auch im Außenbereich spielten in diesem Fall eine entscheidende Rolle. Der junge Mann war mehrmals unachtsam in ihr Blickfeld geraten. Außerdem wurden Anfragen an das Unternehmen gestellt, das Lilis und Pauls Mobilfunkdienste bereitstellte. Die Polizei musste seinen letzten bekannten Aufenthaltsort ermitteln und beschloss daher, den Verdächtigen per GPS zu verfolgen. Zusätzlich wollten die Ermittler das Telefon des Opfers finden, in der Hoffnung, dass die darin enthaltenen Nachrichten Aufschluss über den Vorfall geben könnten. Nach einiger Zeit konnten die Standorte der Geräte rekonstruiert werden.
Darüber hinaus wurde durch die Rekonstruktion des Tathergangs festgestellt, dass Paul einige Tage vor dem Angriff einen Hammer in einem Baumarkt gekauft hatte. Anscheinend war er sehr wütend auf die junge Frau und beschloss, sich auf diese Weise mit ihr auseinanderzusetzen, obwohl ihre Unschuld in dieser Situation offensichtlich war. Die Abfolge der Ereignisse stellte sich wie folgt dar. Am Morgen des 25. Oktober 2023 ging Lilie zur Universität und anschließend zur Arbeit. Zur gleichen Zeit mietete ihr Ex-Freund einen silbernen Lexus und fuhr zur Schule. Da er keinen Unterricht hatte, betrat er das Gebäude nicht, sondern wartete im Auto. Nachdem alle Schüler das Gebäude verlassen hatten, begab sich der Täter in die Turnhalle. Um zu vermeiden, den Hammer offen mit sich zu führen, versteckte er ihn unter seiner Jacke. Als er am Tatort ankam, beobachtete Paul Leleys Bewegungen. Nach dem Training beschloss sie, sich zu erfrischen und ging unter die Dusche. Der Täter nutzte den Moment, in dem sie am verwundbarsten war, und folgte ihr. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf Paul sie angriff und ihr auf den Kopf schlug. Die Pathologen bestätigten, dass sie sofort tot war. Sie hatte nicht gelitten. Nach etwa einer Stunde packte der junge Mann die persönlichen Sachen der Frau in einen Rucksack und verließ das Gebäude. Auf der Straße stieg er in sein Auto und fuhr nach Diamond Bay, wo er die Tatwaffe in einem Müllcontainer entsorgte. Er wurde von Überwachungskameras auf dem Gelände um 20:47 Uhr aufgezeichnet. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von Paul, der von den Ermittlern festgestellt wurde, war Cape Gap, ein Felsen an der Südküste in einem Vorort von Sydney, der vielen als Touristenattraktion und als Ort bekannt ist, an dem Menschen häufig aus dem Leben scheiden. Gegen 22 Uhr schickte Paul eine Nachricht an Mark James von Lillys Handy aus, wahrscheinlich um ihre Leiche finden zu lassen. Möglicherweise bereute er die Tat und hoffte auf Hilfe oder informierte die Eltern über den Aufenthaltsort ihrer Tochter. Offensichtlich waren sie in großer Sorge, was durch die zahlreichen Anrufe auf dem Mobiltelefon deutlich wurde. Etwa eine Stunde später tätigte der junge Mann einen kurzen Notruf, überlegte es sich jedoch anders und legte auf. Danach traf er eine Entscheidung, über die er lange nachgedacht hatte. Er sprang in die Tiefe und nahm sich das Leben. Als die Polizei am Kap eintraf, fand sie den jungen Mann nicht, jedoch persönliche Gegenstände der ehemaligen Liebenden. In der Nähe wurde ein Mietwagen entdeckt. Alles deutete darauf hin, dass der junge Mann tot war. Möglicherweise konnte er mit seinen Schuldgefühlen nicht umgehen oder wollte sich nicht mit den Folgen seiner Handlungen auseinandersetzen. In jedem Fall hatte nun die Suche nach seinem Leichnam höchste Priorität. Am 26. Oktober gegen 9 Uhr morgens trafen Polizeihubschrauber und Boote am Unfallort ein. Die gesamte Küste wurde bewacht und das Gebiet um Diamond Bay abgesperrt. Der erste Tag der Suche blieb jedoch ergebnislos. Zufällig wurde die Leiche des jungen Mannes am folgenden Tag auf die Felsen im Naturschutzgebiet gespült. Nach der Obduktion und Untersuchung wurde Paul offiziell für den Tod von Lily James verantwortlich gemacht. Es war jedoch unmöglich, ihn zur Verantwortung zu ziehen, und das Strafverfahren wurde eingestellt. Seine Leiche wurde später seinen Eltern übergeben, die beschlossen, ihn nicht in die Niederlande zurückzuschicken, sondern ihn einzuäschern und seine Asche in Sydney zu verstreuen. Die Trauerfeier für Lilie fand am 17. November 2023 in ihrer ehemaligen Schule in Hurstville statt. Etwa 500 Menschen kamen, um sich von ihrer geliebten Verwandten, Freundin und Trainerin zu verabschieden. In diesem Moment verband die Trauer alle miteinander. Die Schulleitung organisierte eine Live-Übertragung der Zeremonie. Besonders erwähnenswert ist, dass ihre Familie die Gäste bat, keine dunklen Kleider zu tragen, sondern sich in leuchtenden Farben zu kleiden, da sie glaubten, dass Lilie dies gewünscht hätte. Sie war lebhaft, energisch, kreativ und einzigartig, daher hätte ihr düstere Kleidung nicht gefallen. Es wurden viele warme und aufrichtige Worte über sie gesprochen. Im Gegenzug bedankte sich die Familie James bei allen, die ihnen in diesen schweren Tagen zur Seite standen, für ihre Unterstützung und Hilfe. Am Eingang des Gebäudes errichteten Studenten und Kollegen ein provisorisches Denkmal zu Ehren ihrer geliebten Lilie. In der Nähe wurden ihre Lieblingsblumen und Abschiedsbriefe als Zeichen der Ehrerbietung und des Respekts niedergelegt. Auf der Website der Schule wurde ein Video veröffentlicht, in dem Lilie einen Monolog aus William Shakespeares Macbeth vorträgt.
Nachdem alle Umstände des Todes der unschuldigen jungen Frau geklärt waren, schickte die Schulleitung einen weiteren Brief an die Eltern der Schüler. Darin entschuldigte sie sich bei allen, die von der Tragödie betroffen waren. Der Direktor versicherte, dass das Verbrechen unerwartet gekommen sei und sich nicht wiederholen werde. Es ist verständlich, dass viele besorgt waren, dass der Ort, an dem sich Kinder sicher fühlen sollten, zum Schauplatz eines brutalen Verbrechens geworden war. Die Schulleitung forderte alle auf, diesen Vorfall als Ausnahmefall zu betrachten und ihre Ausbildung mit neuer Kraft fortzusetzen. Später wurde ein Treffen mit dem bekannten Gerichtspsychologen Tim Watson Monroe organisiert, der über langjährige Erfahrung in der Analyse des Bewusstseins sowohl von Tätern als auch von Opfern verfügt. Er wurde gebeten, eine Rede zu halten und das Verhalten von Paul zu analysieren. Der Experte versicherte, dass Pauls Handlungen typisch für Menschen mit überhöhtem Selbstwertgefühl seien, die nicht in der Lage seien, eine Ablehnung zu akzeptieren. Er war der Meinung, dass Paul seine Tat nicht unter dem Einfluss von Emotionen begangen habe, sondern vorsätzlich und kaltblütig. Er tat, was er wollte und zeigte kein Bedauern. Auf die Frage, warum der junge Mann sich das Leben genommen habe, erklärte Watson Monroe, dass der Täter Verantwortung und Schande vermeiden wollte. Insgesamt beschrieb er Paul als narzisstische Persönlichkeit mit psychopathischen Neigungen. Er merkte auch an, dass manche das Geschehene mit dem Ende von Shakespeares berühmter Tragödie Romeo und Julia vergleichen. Die Geschichte von Lilie und Paul unterscheidet sich jedoch von der Geschichte der Hauptfiguren des Stücks und schafft eine ganz andere Erzählung. In der Liebe ist kein Platz für Stolz und Lügen, ganz zu schweigen von Betrug und Verrat. Leider konnte Paul dies nicht verstehen und den Menschen, der ihm nahe stand, nicht wertschätzen. Indem er sein verletztes Ego über alles stellte, zerstörte er für immer das Leben der jungen Frau, die Licht in sein Leben brachte. Gleichzeitig hat er nicht nur Lilies Eltern, sondern auch seinen eigenen Angehörigen unerträgliches Leid zugefügt. Leider hat er ihnen für all die Fürsorge und Aufmerksamkeit, die er erhalten hatte, mit bitterer Kälte gedankt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Mai 2011, San Francisco, Kalifornien. Die 26-jährige Michelle Huang Thi Le lebte mit ihrer großen Familie zusammen, ihren Eltern, ihrem Bruder Michael und ihrer Cousine Christine. Das Haus war immer voller Leben und Lachen. Michelles Mutter arbeitete als Krankenschwester und inspirierte ihre Tochter, in ihre Fußstapfen zu treten. Nach dem Tod ihrer Mutter beschloss Michelle, das zu Ende zu bringen, was sie begonnen hatte. Sie wurde zur Stütze ihrer Familie, unterstützte alle, lernte Autofahren, kochte, ging einkaufen und gab immer Ratschläge. Im Jahr 2011 begann sie ein beschleunigtes Studium der Krankenpflege und sollte bereits nach einem halben Jahr ihre Ausbildung mit hervorragenden Noten abschließen, wobei sie ein Praktikum in der Entbindungsstation einer örtlichen Klinik absolvierte. Am 20. Mai 2011, nach einer langen Schicht im Krankenhaus, beschloss Michelle, schnell zu ihrem Auto auf dem Parkplatz zu laufen, um etwas daraus zu holen. Sie ging zu ihrem Auto, blieb aber plötzlich stehen, änderte die Richtung und wenige Minuten später fuhr ihr weißer Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz. Als am Ende der Schicht alle Studenten zusammengerufen wurden, war Michelle nirgends zu sehen. Ihre persönlichen Sachen blieben im Pausenraum zurück, ihr Telefon war nicht erreichbar und ihr Auto kehrte plötzlich auf den Parkplatz zurück, fuhr aber bald wieder weg. Das war völlig untypisch für sie, und ihre Ausbilderin, die etwas Schlimmes vermutete, rief sofort die Polizei. Am nächsten Morgen, 10 Stunden nach ihrem Verschwinden, gab es immer noch keine Nachricht von Michelle. Ihr Bruder und ihre Verwandten begannen gemeinsam mit der Polizei und Freiwilligen nach ihr zu suchen, aber sie schien wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Michelles Freunde und Kollegen kamen zur Polizeistation und zeigten sich sichtlich besorgt über ihr Verschwinden. Sie bestanden darauf, dass das Verhalten der jungen Frau zu seltsam gewesen sei und niemand wollte gehen, bevor eine umfassende Untersuchung eingeleitet worden war. Die Beamten erkannten sofort die Schwere der Situation und die Ermittler begannen ihre Suche auf dem Parkplatz des Krankenhauses.
Michelles Ex-Freund, mit dem sie befreundet geblieben war, begann, ihre Verwandten anzurufen, um ihnen zu berichten, was passiert war. Auf dem Parkplatz wurden Blutspuren an der Stelle gefunden, an der ihr Honda gestanden hatte, und eine Stunde später, gegen 9 Uhr morgens, wurde das Auto gefunden. Das Auto war verschlossen und ordentlich auf einem Besucherparkplatz in der Nähe eines Mehrfamilienhauses geparkt, nur einen Kilometer vom Krankenhaus entfernt. Im Auto befanden sich ihr Laptop und ein fremder Studentenausweis der Salmerit University, der auf dem Rücksitz lag. Michelle hatte keinerlei Verbindung zum Besitzer des Ausweises und es war überhaupt unklar, warum sie diesen Ausweis bei sich hatte. Später stellte sich heraus, dass der Ausweis einige Tage vor ihrem Verschwinden gestohlen worden war. Die Ermittler erkannten sofort, dass dies nicht das Werk eines zufälligen Täters war, sondern von jemandem, der ihren Tagesablauf gut kannte. Höchstwahrscheinlich hatte der Täter den Ausweis gestohlen, um in das Gebäude zu gelangen und Michelle möglicherweise auf den Parkplatz gelockt, um dann mit ihrem eigenen Auto zu fliehen. Die Theorie, dass jemand sie einfach zufällig auf dem Parkplatz angegriffen hatte, schien unwahrscheinlich. Aus den Aufzeichnungen des Krankenhauses ging hervor, dass 30 Minuten, nachdem Michelle den Parkplatz verlassen hatte, ein Anruf von einer Person, die sich als Michelle ausgab, in der Notaufnahme eingegangen war. Sie bat darum, mit ihrem Ausbilder verbunden zu werden, aber es stellte sich heraus, dass dies nicht die richtige Leitung war. Die Frau am anderen Ende der Leitung bat darum, eine Nachricht weiterzugeben, dass ihr Vater einen Herzinfarkt erlitten habe. Als Michelles Auto zur weiteren Untersuchung abgeschleppt wurde, erhielt ihr Bruder Michael unerwartet eine Nachricht von ihrer Handynummer. »Mir geht es gut.« Dann kam eine weitere. »Ich bin nicht verschwunden. Das Telefon hat eine Störung und hat alle Daten gelöscht. Diese Nachrichten verbrauchen den Akku.« Dann erhielten ihre Freunde nacheinander seltsame Nachrichten. Darin stand, dass sie einen Reifenschaden hatte, dass sie nach Reno zurückgekehrt war, dass sie eine Pause von den sozialen Netzwerken brauchte, dass sie sich unwohl fühlte und sich ausruhen wollte. Michelles Ex-Freund bemerkte die Aktivität auf ihrem Handy und schrieb ihr sofort, aber die Antwort lautete: »Wer ist da?« Bis zum 31. Mai stieg die Belohnung für Informationen über Michelles Aufenthaltsort auf $220.000 und erreichte wenige Tage später fast $500.000. Die Familie Lee engagierte einen Privatermittler und mehr als 100 Freiwillige schlossen sich der Suche an, teilten sich in 14 Teams auf und durchsuchten ein Gebiet von mehreren Kilometern. Die Belohnung stieg weiter. Bei der Untersuchung von Michelles Beziehungen kam ein interessantes Detail ans Licht. Sie hatte Probleme mit einer langjährigen Freundin namens Giselle Esteban. Die jungen Frauen waren seit vielen Jahren eng befreundet und hatten sogar gemeinsam das College besucht. Giselle war mit einem Mann namens Scott zusammen. Sie hatten eine 6-jährige Tochter. Ihre Beziehung endete jedoch nicht gerade glücklich und genau zu diesem Zeitpunkt begannen die Probleme zwischen Michelle und Giselle. Noch bevor Giselle und Scott zusammenkamen, war Michelle ein paar Mal mit ihm ausgegangen, hatte aber schnell gemerkt, dass sie besser als Freunde zusammenpassten. Zwischen ihnen gab es nie Romantik oder Intimität. Trotzdem wurde Giselle zunehmend von Eifersucht getrieben. Giselle benahm sich immer seltsamer und ihre Beziehung zu Michelle begann zu zerbrechen. Michelle blieb mit Scott befreundet und hatte nicht vor, den Kontakt zu ihm abzubrechen, nur weil Giselle das wollte. Sie schenkte ihren seltsamen und aufdringlichen Ansprüchen keine Beachtung, da sie schon lange mit einem anderen Mann zusammen war. Und Scott lebte einfach sein Leben, ohne zu ahnen, welche Anschuldigungen Giselle in ihrem Kopf zusammenbraute. Als die Ermittler zu Giselle kamen, um ihr ein paar Fragen zu stellen, machte sie keinen Hehl aus ihrer offensichtlichen Abneigung gegen Michelle. Sie versuchte nicht einmal etwas vorzuspielen. Giselle begann sofort verärgert zu erzählen, dass sie Michelle schon vor langer Zeit gebeten hatte, sich von ihrer Tochter fernzuhalten und den Kontakt zu ihren gemeinsamen Freunden abzubrechen. Giselle beschrieb ihre Beziehung zu Scott als qualvoll und bezeichnete ihn als ihren besten Freund, der sie mit seiner ehemaligen Verlobten betrogen habe. Die Ermittler machten Scott ausfindig und er erzählte ehrlich seine Version der Ereignisse. Die Ermittler bemerkten, dass er aufrichtig besorgt war und sich sogar an der Suche nach Michelle beteiligte, sowie an den zu ihren Ehren organisierten Treffen und Mahnwachen teilnahm. Scott schilderte, wie Giselle sich ihm und seiner Familie gegenüber verhalten hatte.
Als ihre Beziehung erneut in eine Krise geriet, kehrte Giselle mit ihrer Tochter zu ihrer Familie zurück. Scott wollte seiner Tochter das bestmögliche Leben bieten und versuchte daher manchmal, die Beziehung zu Giselle wieder in Ordnung zu bringen. Dies schlug jedoch immer fehl. Er zeigte den Ermittlern einen langen Briefwechsel mit Giselle, in dem sie ständig Michelle erwähnte und scharfe Nachrichten schrieb wie: »Ich hoffe, du findest, was du suchst bei einer so widerwärtigen Person wie ihr.« Giselles Nachrichten wurden immer aggressiver. Sie beschuldigte Michelle, ihre Familie zerstört zu haben und drohte ihr, dass sie bald unnütz sein werde. Giselle schickte auch Michelle selbst Nachrichten, in denen sie beleidigte, ihr vorwarf, ihre Familie zerstört zu haben und behauptete, dass sie ihr nach San Francisco gefolgt sei. Scott zeigte der Polizei eine Aufzeichnung eines von Giselles Wutausbrüchen. Auf der Aufnahme saß sie im Auto, während ihre Tochter auf dem Rücksitz saß. Giselle bestand darauf, dass Scott ehrlich über seine Beziehung zu Michelle sein solle und drohte, dass sie beide töten werde, wenn er erneut lügen würde. Sie bezeichnete dies als letzte und endgültige Warnung. Scott berichtete, dass Giselle vorübergehend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden sei, wo bei ihr eine manisch-depressive Erkrankung und eine bipolare Störung diagnostiziert worden seien. Danach erschien Giselle weiterhin an Scotts Haus. Manchmal ging sie sogar hinein und saß einfach im Zimmer, bis sie bemerkt wurde. Scott gelang es, das alleinige Sorgerecht für seine Tochter zu erlangen, was Giselle noch mehr verärgerte, sodass sie zurück nach Hayward zog, um näher bei ihnen zu sein. 3 Tage vor Michelles Verschwinden verhängte das Gericht eine einstweilige Verfügung gegen Giselle, die ihr verbot, sich Scott auf weniger als 30 Meter zu nähern. Fast eine Woche war seit dem Verschwinden der jungen Frau Michelle Hoang Thi Le vergangen. Sie verschwand, als sie zu ihrem Auto auf dem Parkplatz des Krankenhauses ging, und ihr Auto wurde später in einer der Straßen in der Nähe gefunden. Die Polizei setzte die Suche fort und verteilte Flugblätter mit einem Foto von Michelle. Zu dieser Zeit nahmen Ermittler aus Hayward Kontakt zur Polizei in Fevol auf, um den ungelösten Mord an der Krankenschwester Fong vor einem Jahr zu besprechen. Es stellte sich heraus, dass beide jungen Frauen Studentinnen an medizinischen Hochschulen gewesen waren und unter ähnlichen Umständen verschwunden waren. Im Fall von Fong wurde das Auto jedoch unverschlossen aufgefunden, während Michelles Auto sorgfältig verschlossen war, als habe die letzte Person, die am Steuer saß, den Innenraum schützen wollen. Die Polizei untersuchte weiterhin die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Hoffnung, klare Bilder von Michelles Auto zu erhalten. Ihr Bruder glaubte nicht, dass seine Schwester einfach verschwunden sein könnte, da sie immer mit ihrer Familie in Kontakt geblieben war und sogar daran gedacht hatte, ihre Großmutter zum Muttertag anzurufen. Die Belohnung für Hinweise zu Michelles Aufenthaltsort stieg weiter an und die Suche nach ihr wurde fortgesetzt. Die Polizei hoffte immer noch, Michelle lebend zu finden, doch die gesammelten Beweise deuteten darauf hin, dass die Chancen mit jedem Tag geringer wurden. Ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich, als in Michelles Auto Spuren ihres Blutes gefunden wurden. Daraufhin wurde Michelles Familie benachrichtigt und darüber informiert, dass der Fall nun nicht mehr als Vermisstenfall, sondern als Mordermittlung behandelt werde. Dennoch suchte Michelles Familie entschlossen weiter nach ihr, hoffte auf das Beste und weigerte sich, das Schlimmste zu glauben, solange es keine endgültigen Beweise gab. Die einzige Verdächtige in diesem Fall blieb Giselle, und die Polizei lud sie zu einer umfassenden Befragung ein. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mit ihrem 2. Kind schwanger. Im Laufe des Gesprächs gab sie zu, dass sie in der Nacht, in der Michelle verschwand, tatsächlich im Krankenhaus gewesen sei, angeblich für eine Routineuntersuchung. Als sie nach ihrer Freundschaft gefragt wurde, bezeichnete Giselle Michelle als ihre Schwester, merkte jedoch an, dass sich ihre Beziehung aufgrund eines Fehlers, den Michelle und Scott begangen hätten, verschlechtert habe. Giselle wurde freigelassen, doch die Polizei beobachtete sie weiterhin und installierte sogar einen Peilsender an ihrem Auto. Die Ermittler hatten Grund zu der Annahme, dass sie mit Michelles Verschwinden in Verbindung stand, bezweifelten jedoch, dass sie allein gehandelt hatte. Giselle war mit einer Körpergröße von nur 158 Zentimetern sehr zierlich, und die Ermittler fragten sich, ob sie physisch überhaupt in der Lage gewesen wäre, eine Entführung durchzuführen. In der Zwischenzeit verstärkte die Polizei ihre Ermittlungen.
Sie befragten Giselles Nachbarn, die bestätigten, dass die Polizei kürzlich ihre Wohnung und ihr Auto durchsucht hatte. In den Medien erklärte Giselle, dass sie nichts mit Michelles Verschwinden zu tun habe. Sogar Michelles Vater, der aus Vietnam angereist war, schloss sich der Suche an. Er rief alle Anwohner dazu auf, bei der Suche zu helfen. Eine interessante Wendung nahm der Fall, als Scott die Polizei anrief und mitteilte, dass er Michelles Handy auf dem Rücksitz seines Autos gefunden habe. Alles deutete darauf hin, dass Giselle es dort hingelegt hatte, da der Tracker in ihrem Auto zeigte, dass sie mehrmals zu Scotts Haus gefahren war. Der Sicherheitsdienst der medizinischen Hochschule, an der Michelle studierte, untersuchte die Daten der gestohlenen Studentenkarte. Es stellte sich heraus, dass die Karte am 26. Mai, einen Tag vor Michelles Verschwinden, für den Zugang zum Gebäude verwendet worden war. Die Kameras hatten Giselle aufgezeichnet. Sie gab sich als Studienbewerberin aus und erhielt Zugang zur Karte, indem sie behauptete, sie sei an einer Immatrikulation interessiert. Nachdem sie die Karte erhalten hatte, begann Giselle, die Türschlösser zu überprüfen, verschiedene Hörsäle zu betreten und den Lehrertisch zu untersuchen, auf dem sie den Stundenplan der Studenten fand, darunter auch den von Michelle. Nun, da sie genau wusste, wann Michelle am nächsten Tag in der Hochschule sein würde, verließ Giselle das Gebäude. Die Analyse der Telefondaten ergab, dass Michelle und Giselle am Tag ihres Verschwindens zur gleichen Zeit am selben Ort gewesen waren, was ihr Treffen bestätigte. Am nächsten Tag ging Giselle in einen Apple Store und bat darum, das iPhone zu entsperren, wobei sie dem Techniker erklärte, dass ihre Tochter das Telefon versehentlich gesperrt habe. Nach der erfolgreichen Entsperrung verließ Giselle den Laden und begab sich zu Chuck E. Cheese, wo Kameras aufzeichneten, wie sie Nachrichten schrieb. Zur gleichen Zeit erhielten Michelles Freunde seltsame und offensichtlich gefälschte Nachrichten, was durch Mobilfunkmasten bestätigt wurde. Es war Michelles Handy. Trotz des fehlenden Leichnams hatte die Polizei bereits genügend Beweise, um Giselle Esteban wegen Mordes ersten Grades zu verhaften. Als sie verhaftet wurde, fand man vor der Eingangstür ihres Hauses ein paar Schuhe mit Michelles Blut an den Sohlen. Außerdem fand man in Michelles Auto eine Haarsträhne von Giselle und ihre DNA am Lenkrad. Obwohl Michelles Leiche noch nicht gefunden worden war, deutete alles auf Giselle als Täterin hin. Die Polizei begann intensiv nach ihrer Leiche zu suchen. Später stellte sich heraus, dass Giselle im Internet nach Möglichkeiten gesucht hatte, einen Herzinfarkt ohne Spuren zu verursachen, eine Person zu verfolgen, ohne erwischt zu werden und Schlösser zu knacken. Außerdem suchte sie nach Informationen über giftige Gase wie Kaliumchlorid und Kohlenmonoxid. Nach Michelles Verschwinden wurde ihr Name mehr als 3-mal in die Suchmaschine eingegeben. Am 17. September, 10 Tage nach Giselles Verhaftung, wurden Michelles Überreste in einem flachen Grab in einer abgelegenen Gegend, etwa 20 Kilometer von Giselles Haus entfernt, gefunden. Es waren etwa 3 Monate vergangen und die Leiche war stark verwest, sodass die genaue Todesursache nicht mehr festgestellt werden konnte. Der Gerichtsmediziner des Bezirks Alameda bestätigte die Identität der Überreste. Im September 2012 stand Giselle Esteban vor Gericht. Sie bekannte sich nicht schuldig und behauptete, der Mord sei ein Unfall gewesen, ausgelöst durch einen Moment der Wut. Und Michelle habe sie angeblich provoziert. Ihr Anwalt versuchte zu beweisen, dass es sich nicht um einen vorsätzlichen Mord gehandelt habe, sondern um einen Unfall. Doch Giselle selbst sagte nicht aus und wirkte vor Gericht völlig emotionslos, ohne auch nur einen Funken Reue zu zeigen. Die Anklage vermutete, dass Giselle den Angriff im Voraus geplant hatte. Sie hatte Michelle aufgespürt, ihren Zeitplan studiert, gewartet, bis sie auf den Parkplatz kam und sie dann mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Das erklärte die Blutspuren und wie sie Michelles Leiche in ihr Auto laden und wegbringen konnte. Der Staatsanwalt bezeichnete Giselle als Soziopathin und hob ihre Kälte und Berechnung hervor. Er betonte, dass es sich um einen sorgfältig geplanten Angriff auf eine Person handelte, die sich der Gefahr nicht einmal bewusst war. Giselle wurde des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Sie reagierte nicht auf das Urteil und verließ schweigend den Gerichtssaal. Später erklärte Giselle, dass sie, wenn sie selbst Geschworene gewesen wäre, das gleiche Urteil gefällt hätte. Das Gericht verurteilte Giselle Esteban zu 25 Jahren Haft, ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. Michelles Angehörige waren enttäuscht.
Sie hatten auf eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährungsmöglichkeit gehofft, um nie wieder mit Giselle konfrontiert zu werden. Aufgrund dieses Urteils werden sie jedoch gezwungen sein, zu den Anhörungen zur vorzeitigen Entlassung zu erscheinen, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellt. Michelles Bruder. Michael litt sehr unter dem Verlust. Er erinnerte sich daran, wie seine Schwester vorhatte, in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Mutter zu treten und Krankenschwester zu werden, um Menschen zu helfen. Für die Familie war der Verlust von Michelle ein großer Schmerz, und sie hoffen bis heute, dass Gerechtigkeit geübt wurde. Auch wenn nichts ihre geliebte Schwester und Tochter zurückbringen kann, wurde Michelles Traum, Krankenschwester zu werden und in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, in dem Moment zunichte gemacht, als Giselle sie auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Bay Area tötete. Laut den Staatsanwälten war der Grund dafür ein Anfall von Eifersucht, als Giselle fälschlicherweise glaubte, Michelle würde sich mit ihrem Freund treffen. Michelles Bruder hofft, dass man sich auch nach vielen Jahren noch an sie erinnern wird, auch wenn die Mörderin 2029 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen kann. Michelles Familie plant, sich aktiv an den Anhörungen zu beteiligen, um die Richter daran zu erinnern, wie einzigartig dieser Fall ist und um zu zeigen, wie tragisch das Schicksal ihrer Schwester war. Der Richter stellte fest, dass Giselle für eine vorzeitige Entlassung aufrichtige Reue zeigen müsse, was zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht zu beobachten war. Kurz nach ihrer Verhaftung brachte Giselle einen Jungen zur Welt, der in die Obhut seines Vaters gegeben wurde. Es gab Gerüchte, dass Scott der Vater sein könnte, aber er dementierte dies, und der Name des leiblichen Vaters wurde nie öffentlich bekannt gegeben. Die Familie setzte ihre ehrenamtliche Tätigkeit fort, indem sie anderen Familien half, die mit dem Verschwinden von Angehörigen konfrontiert waren, und das Bewusstsein für solche Fälle schärfte. Michelles Bruder Michael sagte, er sei sich sicher, dass seine Schwester jetzt bei ihrer Mutter im Himmel sei. Das hilft ihm, sich ein wenig mit dem Verlust abzufinden und mit weniger Angst in die Zukunft zu blicken. Als Michelle gerade verschwunden war, verbrachte ihr Vater den Vatertag damit, an der Suche nach seiner Tochter teilzunehmen. Er war immer stolz auf ihren Fleiß und ihr geschäftiges Leben gewesen, gab aber zu, dass er sie nie gebeten hatte, diesen Tag mit ihm zu verbringen. Jetzt bereut er das und wünscht sich, er könnte wenigstens für einen Tag in die Vergangenheit zurückkehren, um sie einzuladen, diesen Feiertag gemeinsam mit ihm zu verbringen. Nach dem Prozess gab Michelles Familie den Kampf um Gerechtigkeit nicht auf. Stattdessen beschlossen sie, ihre Trauer und Wut in etwas Sinnstiftendes zu verwandeln und eine Organisation zu ihrem Gedenken zu gründen. Die Michelle Fondation wurde zu einer wichtigen Plattform für Familien, die Angehörige verloren haben, und für diejenigen, die nach vermissten Verwandten suchen. Sie organisierten jährliche Veranstaltungen und Spendenaktionen, um Suchdienste zu unterstützen, und begannen, andere Familien zu beraten und ihnen beizubringen, wie sie in den ersten Stunden nach dem Verschwinden eines geliebten Menschen richtig handeln können. Jedes Jahr, an Michelles Geburtstag, kommen ihre Freunde, ihre Familie und diejenigen, denen die Stiftung geholfen hat, zusammen, um ihrer strahlenden Persönlichkeit zu gedenken. Dies ist nicht nur ein Tag der Trauer, sondern eine Feier ihres Lebens, ein Tag der Unterstützung und Liebe. Die Menschen bringen Blumen mit und lassen weiße Luftballons in den Himmel steigen, die Hoffnung und Erinnerung symbolisieren. Scott, der in diese schreckliche Geschichte verwickelt war, beteiligte sich ebenfalls an der Arbeit der Stiftung. Er beschloss, sein Leben zu ändern und sich voll und ganz der Erziehung seiner Tochter zu widmen. Dies war für ihn eine Möglichkeit, die Fehler der Vergangenheit wiedergutzumachen und zu beweisen, dass er zu einem verantwortungsvolleren Leben fähig ist. Er beteiligte sich aktiv an der Arbeit der Stiftung, um anderen zu helfen, eine solche Tragödie zu vermeiden. Was Giselle betrifft, so waren ihre Chancen auf eine vorzeitige Entlassung äußerst gering. Selbst nach einiger Zeit machten ihre Weigerung, Reue zu zeigen, und ihre emotionale Gleichgültigkeit sie zu einem Sinnbild für den zerstörerischen Einfluss von Hass und Neid. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Wenn Sie Ihre Großeltern besuchen, was würden Sie als Mitbringsel mitnehmen? Ein Messer, Handschuhe,
einen Hammer, vielleicht Kabelbinder oder einen Bolzenschneider. Die heutige Geschichte ereignete sich in Craigmore, einem Vorort von North Adelaide in Südaustralien. In der ersten Augustwoche 2016 bemerkten mehrere Anwohner, dass einer ihrer Nachbarn verschwunden war. Frische Zeitungen stapelten sich nach und nach vor seiner Haustür. Besonders beunruhigend war, dass der vermisste Nachbar ein alleinstehender älterer Mann war. Die besorgten Nachbarn gingen zu dem plötzlich leerstehenden Haus und klopften an die Tür. Vielleicht war der Hausbesitzer krank und brauchte Medikamente. Oder er war unglücklich die Treppe hinuntergestürzt und konnte nicht mehr zum Telefon gelangen, um Hilfe zu rufen. Die Gedanken waren unterschiedlich, doch sie verflogen schlagartig, als sich herausstellte, dass die Eingangstür des Hauses nicht verschlossen war. Das war sehr verdächtig, denn in den letzten Monaten vor seinem Verschwinden war der Mann ein begeisterter Verfechter der Sicherheit gewesen. Kürzlich hatte er sogar die Polizei wegen eines seltsamen Autos gerufen, das in der Nachbarschaft stand, und seinen Zaun verstärkt, weil er den Eindruck hatte, dass jemand versucht hatte, in seinen Hinterhof einzudringen. Als die Nachbarn das Haus betraten, war sofort klar, dass dort etwas Schreckliches passiert war. Die Sachen lagen in Unordnung herum, die Schränke waren offen, die Schubladen herausgezogen. Es sah so aus, als hätte jemand im Haus nach etwas gesucht. Am schockierendsten war jedoch die Blutspur, die in die Küche führte. Dort lag der Hausbesitzer auf dem Boden. Er war tot. Die Wunden an seinem Körper deuteten darauf hin, dass der Mann mehrmals mit einem Messer gestochen worden war, und neben der Leiche lag eine blutige Serviette. Dieser Mann war der 81-jährige Robert Whitwell. Er wurde als gütiger, sanftmütiger Mensch beschrieben, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Robert war ein echter Gentleman, ausgeglichen, freundlich und immer bereit, anderen zu helfen. Viele Nachbarn kannten und liebten ihn. Er trug immer denselben Anzug, stritt sich nie mit jemandem und erhob nie seine Stimme, sondern versuchte stets, das Richtige zu tun. Whitwell war ein sehr unabhängiger, älterer Mann, ein Ehemann, Bruder, Vater und Großvater, wie man ihn sich nur wünschen kann. Robert stand seiner Familie immer sehr nahe. Sie kamen zu Weihnachten und Geburtstagen zusammen, telefonierten regelmäßig miteinander und nahmen aktiv am Leben des jeweils anderen teil. Zum Zeitpunkt seines Todes war Robert noch verheiratet. Er behandelte seine Frau wie eine Königin, doch in letzter Zeit lebte sie in einem Pflegeheim. Die Frau litt an seniler Demenz und benötigte medizinische Pflege. Robert besuchte sie jeden Tag zur gleichen Zeit. Er hielt ihre Hand, kämmte ihr die Haare und erzählte ihr, wie glücklich sie in ihrer Jugend gewesen waren. Neben seiner Frau liebte Robert Whitwell seine Enkelkinder, obwohl sie weit entfernt von ihm lebten. Als Ryan und Brittany geboren wurden, ließ ihr Großvater sie kaum noch aus den Armen. Auf allen Familienfotos umarmte Robert seinen Enkel und seine Enkelin zärtlich und wartete sehnsüchtig darauf, dass sie ihn besuchen kam. Selbst als seine Enkel erwachsen wurden, behandelte er sie weiterhin mit derselben Wärme und Liebe. Ein paar Monate vor der Tragödie kam sein Enkel Ryan zu Besuch und sie gingen gemeinsam in ein Café zum Abendessen. Robert erzählte stolz allen Mitarbeitern des Lokals, dass dies sein Enkel sei. Robert Whitwell war ein liebenswürdiger, aufmerksamer Mensch, dem in seinem eigenen Haus auf grausame Weise das Leben genommen wurde. Doch wem konnte der ältere Mann in die Quere gekommen sein? Wer hat die Hand gegen den 81-jährigen Hausbesitzer erhoben? War es ein missglückter Raubüberfall oder gab es einen weitaus schlimmeren Grund für den Angriff? Genau diese Fragen musste die Polizei beantworten. Und es dauerte nur 3 Wochen, bis sie Antworten erhielt. Das Motiv für das Verbrechen war Geld und die Gier eines Menschen. Jemand hatte erfahren, dass Robert eine beträchtliche Summe in seinem Haus aufbewahrte und beschlossen, dass dieses Geld wertvoller sei als Roberts Leben. Wer also hat das Leben dieses wunderbaren Menschen missachtet? Die Antwort auf diese Frage schockierte und empörte die meisten Menschen, die von diesem Fall hörten. Denn eine der 3 Festgenommenen war Brittany Jade Dwyer, eine junge Frau und die geliebte Enkelin von Robert Whitwell. Brittany war seit ihrer Kindheit ein Wildfang und konnte ihre Meinung gut vertreten. Das Mädchen liebte Abenteuer. Zusammen mit ihrem Bruder Ryan verbrachte sie viel Zeit in der Gesellschaft von Jungen und vernachlässigte die Gesellschaft von Mädchen. Im Laufe der Jahre verwandelte sich das lebensfrohe Kind allmählich in eine schwierige Teenagerin,
die sich für die dunkle Seite des Lebens begeisterte und zu Gewalt, dem Konsum illegaler Substanzen und destruktivem Verhalten gegen sich selbst neigte. Britney interessierte sich für Friedhöfe, Waffen und ähnliche Dinge. Wahrscheinlich war Britney ein zutiefst unglücklicher Mensch, denn wie ließe sich sonst ihr Drang erklären, sich selbst Schaden zuzufügen? Als ihre Mutter Tanya von den Problemen ihrer Tochter erfuhr, brachte sie das Mädchen zu einem Psychologen. Die Frau wollte nicht, dass ihr Kind litt, aber offenbar halfen die Arztbesuche nicht besonders. Dafür lernte Britney bei einer der Sitzungen ein Mädchen namens Shelby kennen und freundete sich mit ihr an. Von ihrer neuen Freundin wurde Britney mit dem Interesse an der dunklen Seite des Lebens angesteckt und ihre Korrespondenz war voller Überlegungen zu Verbrechen. Die Mädchen liebten Horrorfilme und schrieben darüber, wie sie herumlaufen und Menschen die Kehle durchschneiden würden. Sie gingen oft auf Rave-Partys und gerieten dort in gewalttätige Auseinandersetzungen. Später behauptete Shelby, dass alle ihre Unterhaltungen im Messenger nur ein Scherz gewesen seien, aber angesichts dessen, was mit Robert Whitwell passiert ist, war es wohl kaum nur leeres Geschwätz. Tatsächlich war Britney nicht immer so. Sie hatte eine gute, liebevolle Familie, eine angemessene Erziehung, eine ordentliche Ausbildung und ein recht wohlhabendes Leben. Eine Zeit lang wollte sie sogar Polizistin werden, doch dann erkannte Britney, dass sie ihre Aggressivität und ihren Zorn nicht unter Kontrolle bringen konnte, und ihr Wunsch, eine Laufbahn bei der Polizei einzuschlagen, rückte ganz nach unten auf ihrer Wunschliste. Außerdem verschlechterten sich Britneys Schulnoten erheblich, nachdem sie sich mit Shelby angefreundet hatte. Die Mädchen wurden beste Freundinnen und verbrachten viel Zeit miteinander. Sie fuhren mit dem Auto durch die Gegend, gingen an den Strand und suchten nach Unterhaltung. Zunächst sah alles wie eine normale Teenager-Freundschaft aus, doch mit der Zeit entwickelte sich die Verbindung der beiden Mädchen zu etwas Dunklerem. Als sie älter wurde, zog Britney aus dem Elternhaus aus und lebte fortan allein. Die fehlende elterliche Kontrolle führte dazu, dass sie begann, illegale Substanzen zu konsumieren und schwer abhängig wurde. Natürlich fehlte ihr das Geld und sie zerbrach sich den Kopf darüber, woher sie es nehmen könnte. Im Mai 2016, als Britney zusammen mit ihrer Mutter ihren Großvater besuchte, wurde sie zufällig Zeugin eines Gesprächs zwischen Tanya und Robert. Der ältere Mann gestand seiner Tochter, dass er seine gesamten Ersparnisse in Höhe von 110.000 australischen Dollar in bar im Haus aufbewahrte. Tanya war sehr überrascht und versuchte ihren Vater davon zu überzeugen, dass dies gefährlich sei, da jemand in das Haus einbrechen, das Geld stehlen und Robert selbst Schaden zufügen könnte. Aber der ältere Familienvater winkte nur ab und sagte, »Ja, wer braucht das schon?« Weder Robert noch Tanya bemerkten, dass Britney die ganze Zeit im Flur stand und lauschte. Es kam ihnen nicht einmal in den Sinn, dass die potenzielle Gefahr eines Raubüberfalls von ihrer Enkelin ausgehen könnte. Als sie nach Hause kam, erzählte sie ihrer besten Freundin Shelby davon und die beiden beschlossen, Robert Whitwell, Britneys Großvater, auszurauben. Die Freundinnen lebten in Brisbane, Robert in Adelaide. Die Entfernung zwischen Brisbane und Adelaide betrug 1601 Kilometer in Luftlinie und etwa 2000 Kilometer auf der Straße, sodass sie einen geeigneten Zeitpunkt wählen und sich gründlich vorbereiten mussten, um das Geld unbemerkt zu stehlen. Nach ihren Angaben hatten sie nicht vor, alle Ersparnisse an sich zu nehmen, sondern wollten nur ein wenig Bargeld mitnehmen, in der Hoffnung, dass Robert den Verlust nicht einmal bemerken würde. Und schon gar nicht wollten die Freundinnen dem älteren Mann Schaden zufügen. Nur befanden sich in Britneys Tasche, die sie mit auf die Reise genommen hatte, ein Messer, Handschuhe und Kabelbinder. Eine seltsame Auswahl an Gegenständen, wenn man seinen geliebten Großvater besuchen will. Zuerst beschlossen die Verschwörerinnen, Robert und sein Haus zu beobachten, um die Lage auszukundschaften und herauszufinden, wohin und wann er ging. Irgendwann hatte Shelby es satt, im Auto zu sitzen und ging hinaus, um in der Nachbarschaft spazieren zu gehen. Britney konnte das nicht tun, weil ihr Großvater sie sicher bemerkt hätte. Shelby schlenderte gemächlich an Whitwells Haus vorbei, als Robert auf die Straße trat. Als er die junge Frau auf der Straße sah, lächelte der Mann freundlich und grüßte sie, obwohl sie sich nicht kannten. Nach dieser flüchtigen Begegnung schickte Shelby Britney eine Nachricht. »Oh mein Gott, er ist so süß«, worauf Roberts Enkelin antwortete, dass ihr Großvater zwar wirklich sehr süß sei,
Shelby sich aber nicht an ihn binden sollte, da er möglicherweise sterben müsse. Wie dem auch sei, nachdem Robert Whitwell das Haus verlassen hatte, beschlossen Brittany und Shelby, die Gelegenheit zu nutzen und sich unbemerkt über den Hinterhof auf sein Grundstück zu schleichen. Sie fanden eine Holzkiste, stellten sie an den Zaun und versuchten, darüber zu klettern. Doch dann bellte der Hund des Nachbarn und machte seinen Besitzer auf sie aufmerksam. Am Ende hatten sich die Diebinnen die Hände und Beine aufgeschürft und waren so verängstigt, dass sie mit leeren Händen davonliefen. Nach dem gescheiterten Versuch, über den Zaun zu klettern, weigerte sich Shelby, an der fragwürdigen Aktion teilzunehmen. Sie wollte nicht zurückkommen und es noch einmal versuchen, sodass Shelby nicht dabei war, als Brittany das nächste Mal nach Adelaide zurückkehrte. Es war eine andere Freundin, eine junge Frau namens Bernadette Burns. Bernadette war 21 Jahre alt und ihr Leben geriet aus den Fugen, nachdem sie das Sorgerecht für ihre kleine Tochter verloren hatte, die sie mit 17 Jahren zur Welt gebracht hatte. Wie Brittany war auch Bernadette abhängig von illegalen Substanzen und brauchte dringend Geld, um ihre Sucht zu finanzieren. Es war Bernadette, die wenige Monate nach dem ersten Raubversuch mit Brittany zurück nach Adelaide fuhr. Nur dass diesmal nicht einfach nur ein Einbruch geplant war. Der Plan war, Rache zu nehmen. Sie fuhren den langen Weg nach Adelaide, wo Robert lebte. Brittany bereitete sich gründlicher auf das Verbrechen vor. Jetzt hatte sie einen Bolzenschneider, eine Metallschere, einen Hammer, Handschuhe, Kabelbinder und ein Messer in ihrer Tasche. Zunächst wollten die Verschwörerinnen gemeinsam das Haus von Brittany's Großvater betreten, doch als Bernadette erfuhr, was dort genau geschehen sollte, beschloss sie, im Auto zu bleiben, um nicht zur Mittäterin des Überfalls zu werden. Sie übernahm lediglich die Rolle der Fahrerin. Brittany ging zu Robert, frühstückte mit ihrem Großvater und machte es sich auf dem Sofa bequem, wo sie sich ein Album mit Familienfotos ansah. Der hilflose, einsame Mann freute sich so sehr über den unerwarteten Besuch seiner Enkelin, dass er seine Gefühle nicht zurückhalten konnte. Mit großer Naivität zeigte er ihr alte Fotos, auf denen Brittany und Ryan noch klein waren, erzählte von seiner Frau und ihrem Gesundheitszustand und erinnerte sich an glückliche Momente seiner Jugend. Robert konnte sich nicht vorstellen, zu welchem Zweck seine geliebte Enkelin nach Adelaide gekommen war. Während dieses Gesprächs verlor Brittany die Beherrschung, offenbar fühlte sie sich schuldig. Sie schrieb Bernadette sogar in einem Messenger, dass sie kaum in der Lage sein würde, das zu tun, was sie sich vorgenommen hatten. Doch anstatt diese vernünftige Idee zu unterstützen, antwortete ihre Freundin Brittany mit einer Nachricht, in der sie aufforderte, sich zu beruhigen und die Sache zu beenden. Schließlich waren sie weit gereist und hatten viel Geld für Benzin ausgegeben. Außerdem würde Brittany's Mutter sicherlich von diesem seltsamen Besuch erfahren und Fragen stellen. 10 Minuten nach Bernadettes Nachricht sagte Brittany ihrem Großvater, dass es Zeit für sie sei, zu gehen. Robert stand vom Sofa auf, um seine Enkelin zur Tür zu begleiten. Doch als sie die Tür erreichten, drehte sie sich um, zog das Messer, das sie mitgebracht hatte, und stach ihrem Großvater in die Kehle. Der Mann hatte offensichtlich nicht mit einem solchen Verrat gerechnet und konnte nicht glauben, dass das Mädchen, das er so sehr liebte, seinen Tod wollte. Robert wich zurück, streckte die Arme aus und legte sie Brittany auf die Schultern, als wollte er fragen, was los sei, doch statt einer Antwort erhielt er noch ein paar Messerstiche in Brust und Hals. Und dann geschah etwas, das sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Der 81-jährige Robert Whitwell schlurfte schwerfällig in die Küche, nahm eine Serviette und drückte sie sich auf den Hals, um die Blutung zu stoppen. Seine Enkelin Brittany half ihm, sich an den Küchentisch zu setzen und begann selbst, das Geschirr zu spülen. Sie wusch alle Tassen und Löffel und dann auch das Messer, mit dem sie ihren Großvater angegriffen hatte. Brittany beschäftigte sich absichtlich mit anderen Dingen, um Zeit zu gewinnen. Als sie mit dem Abwasch fertig war, war Robert bereits tot. Der Mann war an den Stichwunden gestorben, die ihm seine eigene Enkelin zugefügt hatte. Jetzt lag sein lebloser Körper auf dem Boden, daneben lag die Serviette, mit der er zuvor die Wunde gestopft hatte. Brittany schrieb Bernadette eine Nachricht mit den Worten: »Alles erledigt, Alter.« Und das alles nur wegen Geld, das die Täterinnen nicht einmal bekommen hatten. Die Freundinnen durchsuchten das ganze Haus, fanden aber nichts. Bernadette geriet in Panik, dass jemand aus der Nachbarschaft den Lärm hören, die Polizei rufen und sie verhaften könnte.
Deshalb verließen sie Roberts Haus und nahmen nur $1.000 mit, die in seiner Brieftasche lagen, sowie ein paar Münzen und 2 Digitalkameras. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Großvater die Geschichte über seine Ersparnisse erfunden hatte, und verließen das Haus. Die Polizei fand Robert Whitwells Leiche 3 Tage später, nachdem besorgte Nachbarn den Notdienst alarmiert hatten. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Ermittler $13.000, weitere $98.000 waren im Schuppen versteckt. Nachdem die Nachricht über das Verbrechen, das im Haus eines alleinstehenden älteren Mannes begangen worden war, an die Öffentlichkeit gelangt war, erfuhr Britney, dass ihr Großvater doch Geld gehabt hatte. Sie schickte Bernadette eine wütende Nachricht und warf ihr vor, dass sie daran gehindert habe, die Durchsuchung des Hauses ihres Großvaters ordnungsgemäß abzuschließen. Genau so gleichgültig und herzlos war Britney, eine junge Frau, die ihren eigenen Großvater umgebracht hatte. Anstatt das Geschehene zu bereuen, dachte sie immer noch an das Geld. Während der Ermittlungen benahm sich Britney wie ein ganz normaler Teenager, der über den plötzlichen Tod eines geliebten Menschen traurig war. Als ihre Mutter Tanya ihrer Tochter zum ersten Mal mitteilte, dass Robert bei einem missglückten Raubüberfall ums Leben gekommen war, brach Britney zusammen und fiel in hysterisches Weinen. Sie tat so, als sei sie von dieser tragischen Nachricht erschüttert. Tanya bat ihre Tochter, mit ihr nach Adelaide zu fahren, um alles zu klären. Als Britney im Haus ihrer Mutter erschien, sah sie schrecklich aus, als hätte sie eine ganze Woche lang nicht geduscht und sich nicht einmal die Haare gekämmt. Wahrscheinlich war das auch so. Doch zu diesem Zeitpunkt achtete niemand aus der Familie auf ihr Aussehen. Sie hatten wichtigere Sorgen. Sie mussten rechtzeitig zum Flugzeug kommen. Am selben Tag fuhren Tanya, Ryan und Britney nach Adelaide. Als sie dort ankamen, stellten sie fest, dass entlang der Straße, in der Robert gewohnt hatte, immer noch Polizeiautos standen und sein Haus mit einem Absperrband, das den Tatort kennzeichnete, abgesperrt war. Als Britney das sah, brach sie zusammen. Sie erlitt einen schweren emotionalen Zusammenbruch und ihre Mutter musste sie sogar beruhigen. Aber seltsamerweise wirkte Britney, als ihre Familie nicht anwesend war und sie allein auf der Straße stand. Überhaupt nicht verstört. Sie saß in der Nähe des Hauses ihres Großvaters und starrte auf ihr Handy, als würde sie einfach darauf warten, dass alles vorbei sei. Es war offensichtlich, dass Britney vor ihren Angehörigen Theater spielte. Unterdessen gingen Roberts Tochter Tanya und sein Enkel Ryan durch das leere Haus, durchsuchten seine Sachen und stellten sich mit schmerzendem Herzen vor, was Robert am Tag vor seinem Tod getan hatte. Sie fanden auf dem Tisch eine Geburtstagskarte für Roberts Enkel Ryan, die ihr Großvater unterschrieben hatte und verschicken wollte. Dort stand auch sein Laptop, geöffnet bei der Fotovorschau. Vom Bildschirm blickte Roberts Frau, die zu dieser Zeit in einem Altenheim lebte, auf ihre Verwandten herab. All diese Tage verhielt sich Britney so, als würde sie gemeinsam mit allen anderen trauern. Sie fuhr mit ihrem Bruder im Auto mit und sagte, dass sie sich nicht mit dem Tod ihres Großvaters abfinden könne. Sie weinte, wenn die ganze Familie trauerte, doch in Wirklichkeit spielte sie nur eine Rolle. Das Einzige, was sich an ihrem Verhalten geändert hatte, war, dass Britney sehr viel rauchte, eine Zigarette nach der anderen, was jedoch alle schlicht dem Stress zuschrieben. Dennoch gelang es Britney recht geschickt, ihre wahren Gefühle zu verbergen. Ihre Freundin hingegen fühlte sich deutlich schlechter. Bernadette konnte das schreckliche Geheimnis nicht für sich behalten und erzählte es ihrer Mitbewohnerin. Sie berichtete, dass der Zweck der Reise nach Adelaide darin bestanden habe, Britneys Großvater auszurauben. Doch dann geriet alles außer Kontrolle. Noch bevor sie Brisbane verließen, scherzte Britney, dass sie ihren Großvater umbringen wolle. Bernadette glaubte ihr nicht und dachte, sie mache nur Spaß. Als sie bereits im Auto vor Roberts Haus saßen, begannen die Freundinnen zu streiten, ob sie das Verbrechen überhaupt begehen sollten. Sie waren sich einig, dass sie zumindest ihr Geld zurückhaben wollten, das sie für die Reise ausgegeben hatten. Mit dieser Absicht betrat Britney das Haus ihres Großvaters und griff dann zu dem Messer, das sie mitgebracht hatte. Nachdem sie ihrer Mitbewohnerin alles erzählt hatte, weinte Bernadette unkontrolliert. Ob es Tränen der Schuld oder der Angst waren, dass man früher oder später für jedes Verbrechen mit dem Verlust der Freiheit bezahlen muss, ist nicht bekannt. Bernadette verriet ihre Beteiligung an der Tat, indem sie einen Beitrag in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Die Geschichte meines Lebens.
Ich wusste, dass ich es besser nicht tun sollte, aber ich habe es trotzdem getan. Sie veröffentlichte diesen Beitrag nur wenige Stunden, nachdem sie an der Tat gegen Robert Whitwell beteiligt gewesen war. Eine Zeit lang gelang es den Freundinnen, ihre Verbrechen zu verbergen. Sie beiden versuchten, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten, um die Aufmerksamkeit der Polizei nicht auf sich zu ziehen. Nach ihrem Geständnis bat Bernadette ihre Mitbewohnerin, niemandem von ihrer Tat zu erzählen. Aber wie heißt es so schön, wenn zwei Menschen ein Geheimnis kennen, ist es kein Geheimnis mehr. Die Mitbewohnerin erzählte das schreckliche Geheimnis sofort ihrer Freundin, die es wiederum jemand anderem verriet. Und so ging es weiter. 3 Wochen nach dem Tod von Robert Whitwell führte ein anonymer Anruf die Polizei zu Brittany, Bernadette und Shelby. Alle 3 wurden verhaftet. Es wurde nicht bekannt gegeben, wer sie den Behörden gemeldet hatte, aber es gab viele Menschen, die wussten, was passiert war. Jeder von ihnen hätte also seine Freundinnen bei der Polizei melden können. Nach der Festnahme der Verdächtigen musste die Polizei Tanya, der Tochter von Robert Whitwell, mitteilen, dass Brittany zusammen mit ihren beiden Freundinnen wegen der Ermordung ihres Vaters verhaftet worden war. Als die Frau davon erfuhr, war sie schockiert und konnte zunächst nicht begreifen, was geschehen war. Tanya war sich sicher, dass es sich um einen Irrtum handelte und Brittany bald freigelassen werden würde. Aber die Polizei hatte zahlreiche Beweise, darunter den GPS-Navigator des Mobiltelefons und etwa 1000 Textnachrichten, die Brittany, Bernadette und Shelby ausgetauscht hatten. Erst nachdem sie die Nachrichten zwischen den Freundinnen gelesen hatte, in denen die Details des Überfalls und des Raubüberfalls besprochen wurden, begriff Tanya endlich das ganze Ausmaß der Situation. Sie selbst hatte ein Monster in diese Welt gebracht, das Hand an einen geliebten Menschen gelegt hatte. Die von Trauer überwältigte Mutter konnte nicht verstehen, wo sie einen Fehler gemacht hatte, welche Warnsignale sie bei der Erziehung ihrer Tochter übersehen hatte. Jeden Morgen wachte Tanya schweißgebadet auf und hoffte, dass der Albtraum bald vorbei sein würde. Aber er hörte nicht auf, denn es war die harte Realität ihres Lebens. Zusammen mit ihrem Sohn Ryan versuchte Tanya, sich mit Brittany zu treffen und mit ihr zu sprechen, tief in ihrem Herzen, immer noch hoffend, dass ihre Tochter nichts damit zu tun hatte. Aber ihr Anwalt teilte ihnen mit, dass Brittany nicht mit ihnen sprechen wolle. Mehrere Monate lang war die Familie verwirrt und hatte keine Antworten auf die Fragen, die sie quälten. Die Angehörigen glaubten dennoch bis zum Schluss nicht, dass Brittany Robert Whitwell tatsächlich getötet hatte, bis sie schließlich selbst vor Gericht gestand. Im Moment der Wahrheit stellten sich die Mutter und der Bruder nicht auf die Seite der Verbrecherin. Sie waren schockiert und konnten den Verrat nicht verzeihen, im Gegensatz zur Familie Bernadette. Die Eltern von Brittany's Freundin machten sie nicht für den Tod des älteren Mannes verantwortlich. Sie gaben illegalen Substanzen die Schuld und waren der Meinung, dass es Bernadettes schädliche Sucht gewesen sei, die sie zu dieser Tat getrieben habe, als wäre es nicht ihre eigene Entscheidung gewesen. Nachdem die Nachricht über die Ermordung des 81-jährigen Robert Whitwell an die Öffentlichkeit gelangt war, war Australien schockiert. Der Fall machte landesweit Schlagzeilen und löste eine Welle der Empörung aus. Vor Gericht bekannten sich alle 3 Täterinnen schuldig. Um das Urteil milder zu gestalten, versuchte Brittany's Anwalt, die Schuld auf American Horror Story zu schieben, eine Fernsehserie, die sie angeblich zu der Tat an ihrem Großvater inspiriert habe. So wurde das Verbrechen übrigens auch in den Nachrichten bezeichnet. Aber wie ein Held aus einem Horrorfilm sagte, Filme machen keine Psychopathen. Filme machen Psychopathen selektiver. Brittany hingegen beschuldigte ihren Großvater in ihrer Verteidigung der Anwendung von Gewalt. Diese Behauptung kam aus dem Nichts. Sie tauchte erst nach einem Gespräch mit dem Anwalt auf. Tanya und Ryan bestritten vehement, dass dies jemals geschehen sei. Nicht nur, dass Brittany ihrem Großvater das Leben genommen hatte, sie versuchte auch nach seinem Tod, seinen guten Ruf zu schädigen und sein Andenken zu verunglimpfen. Die junge Frau selbst schien nicht zu begreifen, wie schrecklich das war. Letztendlich wurde Brittany Jade Dwyer zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 21 Jahren verurteilt. Nach dem Prozess übermittelte Brittany über ihren Anwalt eine Entschuldigung. Wahrscheinlich war sie nicht über den Tod ihres Großvaters und die Trauer ihrer Familie verzweifelt, sondern über ihr eigenes ruiniertes Leben. Der Rechtsbeistand von Bernadette betonte,
dass sie die Tat nicht geplant habe und zum Zeitpunkt des Angriffs auf Robert nicht einmal im Haus anwesend gewesen sei. Bernadette wurde vor Gericht nicht als kaltblütige Mörderin dargestellt, sondern als junge Frau, die von einer Abhängigkeit von illegalen Substanzen betroffen war und in eine ausweglose Situation geraten sei. Dennoch verurteilte der Richter sie zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit, nach 13,5 Jahren auf Bewährung freizukommen. Shelby erhielt die geringste Strafe, weil ihre Reise mit Brittany nach Adelaide mit einem völligen Reinfall geendet hatte. Shelby erklärte zudem, dass sie niemandem davon erzählt habe, weil sie nicht an die Ernsthaftigkeit von Brittany's Absichten geglaubt und alles für einen Scherz gehalten habe. Letztendlich verurteilte der Richter sie zu 17 Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung. Die Folgen des tragischen Todes von Robert Whitwell waren verheerend. Seine Frau, die in einem Altenheim lebte, folgte ihrem Mann aus dem Leben scheidend. Tanya verlor nicht nur ihren Vater, sondern auch ihre Tochter, die sie sehr liebte. Die Frau konnte Brittany ihre Grausamkeit nicht verzeihen. Roberts Bruder Jeffrey verlor nicht nur einen geliebten Menschen. Nun muss er mit dem Wissen leben, dass er seine Nichte Brittany bei der Beerdigung getröstet hatte, die seinem Bruder das Leben genommen hatte. Die schwierigen Beziehungen innerhalb der Familie führten zu einer Tragödie, die für alle Beteiligten unauslöschliche Folgen hatte. Auch wenn Roberts Verwandte mit dem Urteil zufrieden waren, wird es ihnen nicht das Gefühl von Integrität und Geborgenheit ihrer Familienbande zurückgeben und ihre Herzen für immer durch den Verrat gebrochen lassen. Sie müssen für den Rest ihres Lebens die Last der Verantwortung für die Tat von Brittany Jade Dwyer tragen. Nun steht Tanya vor einer schwierigen Aufgabe. Soll sie ihrer geliebten Tochter vergeben, dass sie ihr einen geliebten Menschen genommen hat? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.